Wir begrüßen heute hier bei Zeitzeugen im Studio Frau Katja Heuer, die aus England hier nach Berlin gereist ist und sich einen Moment Zeit nimmt, bei uns im Studio über ihr Buch Diesseits der Mauer zu sprechen und ein bisschen über ihre eigene Biografie. Deshalb sind wir ja bei Zeitzeugen TV. Frau Heuer, Sie sind ja 1985 in der DDR geboren. Das heißt, der Erfahrungshorizont, der eigene, kann nicht so groß sein, was DDR-Erinnerung betrifft. Wie schätzen Sie das für sich ein? Ist trotzdem ein Erfahrungshorizont da durch Familie, Eltern, Verwandte? Also ich fand schon, das war auch das, was mich an der DDR-Geschichte einfach auch fasziniert hat, dass man ja daherkommt aus diesem Land, das es nicht mehr gibt. Also irgendwie ist es seltsam, auf die Geburtsurkunde zu schauen oder auf den Impfausweis oder was auch immer, frühe Dokumente, die man so hat, und man sieht da eben die Symbolik und die Terminologie und einfach die Reste sozusagen von diesem Land, von diesem Staat, in dem man hineingeboren wurde, den es dann aber natürlich jetzt so nicht mehr auf der Landkarte gibt. Und das alleine ist schon für mich spannend gewesen, einfach irgendwo herzukommen, wo man nicht mehr hin zurückgehen kann und eben diese Wurzeln zu erkunden. Und dann wächst man natürlich mit Familie und Nachbarn und Lehrern und Menschen um einen rum auf, die aus diesem Land kommen und dort auch sozialisiert worden sind und entsprechend auf Sachen ständig zurückverweisen, die man selber gar nicht kennt. Also da werden dann Sätze mit zu Ostzeiten oder vor der Wende angefangen und man fragt sich natürlich irgendwie schon als Kind bzw. als junger Mensch, wie das in dieser Welt war. Also die Neugier war auf jeden Fall dadurch da. Und dann, glaube ich, sind einfach viele Strukturen, die damals entstanden sind, ja nicht sofort mit der Wende wieder auseinandergebrochen. Also zum Beispiel die Tatsache, dass Frauen einfach gearbeitet haben und damit auch als Kind man mit Frauen um einen herum aufwächst, die alle ganz natürlich an ihrer vollen Arbeitszeit sozusagen nachgehen, auch wenn man als kleines Kind natürlich auf seine Eltern angewiesen ist, aber die einfach nicht da sind und dann irgendwann relativ spät von der Arbeit nach Hause kommen und man ist in der Zwischenzeit im Kindergarten oder am Hort und wächst damit ganz anders auf als Menschen anderswo sozusagen in der Welt. Also ich glaube, diese Sachen haben sich auch noch ziemlich nachgewirkt und einfach auch so kulturelle Sachen, so dass man Zeit in seiner Datsche oder im Garten verbringt, solche Dinge, die einfach irgendwie zum DDR-Alltag gehört haben. Und das ist einem ja nicht bewusst, wenn man aufwächst, dass das Ostgepflogenheiten sind. Das merkt man dann erst später. Nun ist es ja so, dass Ihre Familie wahrscheinlich auch ein bisschen von der Wende betroffen ist. Ihr Vater, der war ja NVA-Offizier bei den Luftstreitkräften. Das muss doch auch ein bisschen einen Einschnitt gegeben haben. Ja, es war auf jeden Fall ein ziemlich großer Umbruch. Also für meine Mutter weniger. Die war vorher Lehrerin und sie ist auch heute noch Lehrerin. Kurz vor der Rente jetzt, aber immer noch beruflich aktiv. Und von daher war das für sie zwar auch ein Einschnitt, weil sie da wieder an die Uni musste und nochmal sozusagen Qualifikationen machen musste. Aber das Berufsbild selber hat sich dadurch natürlich wenig verändert. Und sie war dann natürlich finanziell auch eigentlich sogar besser gestellt als vorher. Für meinen Vater war das aber schon schwierig und das hat er damals auch nicht wirklich zugeben wollen. Also der ist dann erstmal von verschiedenen einfach so Gelegenheitsjobs, sage ich mal, von einer Arbeitsmaßnahme in die andere gerutscht, so wie man das auch von vielen anderen Biografien kennt. Hat sich dann aber ziemlich schnell wieder gefangen und ist als so Elektroingenieur, also konnte quasi die Fähigkeiten, die er in der NVA erlernt hatte, weiterverwenden und ist dann als Elektroingenieur wieder berufstätig geworden und hat das auch sehr genossen bis ganz zum Ende. Der ist letztes Jahr verstorben und hat bis an sein Lebensende quasi auch dann in dem Beruf weitergearbeitet und das auch sehr genossen. Also wir waren keine Familie, in der verbittert über diese Zeit geredet worden ist, aber es wurde eben auch über vieles einfach nicht geredet und gerade über diese Übergangsphase, in der er damit leben musste, dass meine Mutter einen stabilen, gut bezahlten Job sozusagen hatte und er gestrauchelt hat und das vielleicht auch so ein bisschen an der Männerseele wahrscheinlich gekratzt hat, aber das hat sich nie sozusagen politisch oder eine gewisse Lebensverbittertheit umgeschlagen, sondern einfach bei ihm dazu geführt, dass er einfach weiter gesucht hat, bis er was gefunden hat und das dann auch geschafft hat. Da ist ihm sicherlich die gute Ausbildung auch zugute gekommen. Ja, auf jeden Fall. Und das waren eben auch Fähigkeiten, wo sich dann rausgestellt hat, dass er eben als sozusagen Elektroingenieur so viel Zeit muss sein, hat er immer gesagt. Wenn ich ihn einen Elektriker genannt habe, hat er immer gesagt, nein, ich bin ein Elektroingenieur. Dass er eben diese Sachen dann auch weiter verwenden konnte, war auf jeden Fall sinnvoll. Das war ja bei vielen anderen eben nicht der Fall, dass man was gelernt hatte, wo dann ganze Industrien weggebrochen sind. Und das ging bei ihm zum Glück so, dass er sich eben in einem ähnlichen Berufsfeld im Endeffekt wieder betätigen konnte. Nun sind ja Lehrer und NVA-Offiziere
aus dem heutigen Blick besonders ideologisch geschulte Menschen gewesen, die also, ich sag mal, mit dem Rucksack der Ideologie in die deutsche Einheit sind. Wie hat sich das ausgewirkt? Also ich glaube, mein Vater, der hat das auch nach der Wende auch häufig so gesagt, also den hat das auch wirklich geärgert, dass er innerhalb der NVA bestimmte Sachen machen und sagen musste. Und ihm kam das auch in den 80er Jahren zumindest persönlich so vor, als wenn die eigentliche Arbeit, die dort in der NVA gemacht worden ist, auch immer politischer geworden ist. Also er hat dann, das beschreibe ich zum Beispiel in dem Buch auch selber mal Ärger bekommen, einfach weil er einen blöden Witz gemacht hat als Offiziersanwärter, also auch noch als junger Mann sozusagen. Und dann irgendwie in Einzelhaft in so einer Zelle saß tagelang. Und dann wurde ihm hinterher dann gesagt, so, er soll jetzt in die Partei eintreten. Dann ist er erstmal völlig sozusagen ausgerastet und hat gesagt, ihr habt mich hier gerade 10 Tage lang gedemütigt in Einzelhaft und jetzt soll ich in die Partei eintreten. Das hat er dann noch nicht gemacht zu dem Zeitpunkt. Aber das hat sich dann natürlich auch ausgewirkt. Also dann ist er versetzt worden zum Beispiel. Wir haben erst in Jenschwald-Ost gewohnt und wir sind dann nach Strausberg versetzt worden, wo man also eher ein Auge dann drauf haben konnte, was der Mann dort macht. Und ihn hat das auch über die Jahre genervt. Also man denkt immer, glaube ich, zu schwarz und weiß, wenn man sagt, so jemand ist entweder so ein Opfer oder ein Täter. Ich glaube, mein Vater war keins von beiden und ist sozusagen hat versucht, sich da in der Welt, in der er aufgewachsen ist und in die er hineingeboren worden ist, zurechtzukommen und ist auch einigermaßen zurechtgekommen. Also ich würde ihn jetzt auch nicht als Opfer bezeichnen und er sich selber, glaube ich, auch nicht. Aber es ist auch nicht so, dass er 100%ig glücklich mit der Situation war und dort irgendwie sozusagen mit dem Fähnchen rumgerannt ist und alles unterstützt hat. Also das ist auch so, ja, so eine kompliziertere Geschichte, wie das, glaube ich, bei vielen Menschen ist. Und meine Mutter hat ganz offen auch nach der Wende gesagt, sie ist in diese Welt hineingeboren. Das war so. Also sie war jetzt auch nicht sozusagen 100%ig irgendwie von allem überzeugt, aber eben auch nicht dagegen, sondern hat auch einfach versucht, irgendwie, so wie ihr das als kleines Mädchen so beigebracht worden ist, quasi immer ordentlich in der Schule, versucht irgendwie so ihr Bestes zu geben, so wie ihr das von den Erwachsenen vorgetragen worden ist und hat dann auch erst im Nachhinein, glaube ich, kritischer darüber nachgedacht. Und bei meinem Vater war das, glaube ich, offensichtlicher. Also der hat dann nach der Wende, ist er dann zum FDP-Wähler geworden, weil er die ganze Zeit sich sozusagen darüber echauffiert hat, dass es diese Meinungsfreiheit nicht gab. Und er wollte jetzt nicht sozusagen, dass die FDP die ganze Regierung übernimmt. Dafür war er, glaube ich, auch nicht zu. Auf wirtschaftlicher Hinsicht, glaube ich, wäre ihm das zu libertär gewesen. Aber er wollte, dass dieses Element der persönlichen Freiheit und der Meinungsfreiheit vor allem und der Pressefreiheit eben immer irgendwie eine Rolle mitspielt in der Koalitionsbildung. Und das war ihm bis ans Lebensende so wichtig, dass er quasi einer der wenigen Menschen im Osten ist sozusagen oder war, der die FDP auch regelmäßig gewählt hat. Also das hat sich langfristig bei ihm ausgewirkt. Ich glaube, meine Mutter hat länger gebraucht, einfach darüber nachzudenken und das zu reflektieren, einfach weil sie weniger politisch ist und auch heute weniger politisch ist als viele andere Menschen. Ja, vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass im heutigen Rückblick auf die DDR oftmals die Profession, also der Beruf, also der Offizier ist ja auch ein Beruf, also der Militär ist ja auch ein Beruf in der ganzen Welt, der Lehrer auch, dass man immer zuerst das als ideologische Person sieht und in der zweiten Stelle erst die Profession, die aber eigentlich 99% des Lebens ausmacht, das andere nur 1%. Ist das ein Ansatz, der leider zu sehr immer wieder benutzt wird? Also die Ideologie eines Menschen über seine Profession zu stellen? Das glaube ich schon, zumal Menschen ja ihren Beruf auswählen bzw. in Berufsbahnen geraten, bevor sie eigentlich ideologisch gefestigte Menschen sind. Also meistens ist man ja irgendwie noch ein Teenager quasi, während man anfängt, in eine Lehre zu treten oder ins Studium zu gehen. Und bei meinem Vater war das halt auch so, dass er dann, er wollte eigentlich Physik und Chemie, glaube ich, war, also jedenfalls Naturwissenschaften studieren, weil er immer Technik begeistert war. Und dann hieß es, weil er sich in der Schule ein paar Mal daneben benommen hatte, er soll erst mal sozusagen lernen, sich zu benehmen. Und der Druck war einfach da, sozusagen das dann über die NVA zu machen. Und gleichzeitig waren die Familienverhältnisse zu Hause ziemlich schwierig. Also er hatte ein sehr schwieriges Verhältnis mit seinen eigenen Eltern, die beide Flüchtlinge aus den Ostgebieten waren und entsprechend als sehr junge Menschen selber sehr schwierige Erfahrungen gemacht haben. Und er wollte, glaube ich, auch einfach weg von zu Hause und hat irgendwo, glaube ich, auch in der Armee und in den Strukturen, die es dort einfach auch gab, sozusagen eine gefestigte Umgebung auch einfach gefunden, wo die Regeln klar waren, man wusste, was man macht, er war gut da drin und konnte dort trotzdem seine Technikbegeisterung quasi ausleben. Also ich glaube schon, dass das bei vielen Menschen eine Rolle gespielt hat, wie dann auch der Berufsalltag einfach aussah, ohne dass man sagt, ich bin jetzt so ideologisch, dass ich unbedingt einen ideologischen Beruf ausüben möchte, sondern ich glaube, es war bei vielen andersrum, dass man sich den Beruf ausgewählt hat und dann
eben mit der Ideologie gelebt hat, die da drüber gestülpt worden ist. Sie sind dann normal, wie man so sagt, in die Schule gegangen, in Strausberg, also bei Berlin. Und später haben Sie Abitur gemacht, auch in Strausberg? Müncheberg. Müncheberg, ja. Also Sie kennen das Land Brandenburg dann doch ganz gut, ja. Sind Sie Brandenburgerin? Ich glaube schon, im Herzen noch irgendwo ein Stück weit. Es ist halt auch wieder so eine typische, glaube ich, Ostfamiliengeschichte bei uns, als dass 3 von meinen 4 Großeltern aus den Ostgebieten kamen, die dann jeweils in Sachsen und in Thüringen sozusagen hängen geblieben sind, wenn man so will. Also meine Eltern sind jeweils aus Sachsen und Thüringen und sind dann eben selber nach Brandenburg gezogen. Ich bin dort aufgewachsen. Also das macht dann die Wurzeln relativ flach, sage ich mal, die man hat, diese Verschiebungen. Aber ich fühle mich schon eher Brandenburg, also sozusagen in Brandenburg verwurzelt. Also wenn ich nach Deutschland zurückkomme, dann fühlt sich das dort immer noch am heimischsten an. Aber wir sind auch sehr, sehr oft umgezogen, als ich klein war. Also ich habe da auch keine Heimatstadt in der Hinsicht, sondern das ist die Region dann eher, mit der man sich verbunden fühlt. Sind ja dann aber der Region untreu geworden, indem Sie nach Thüringen zum Studium an die Schiller-Universität nach Jena gegangen sind und haben dort Geschichte studiert. Da fragt man sich, wie kommt eine junge Frau, eine Abiturientin aus Brandenburg auf die Idee, nach Jena Geschichte zu studieren? Also erstmal war ich nicht die Einzige. Wir haben das eine kleine preußische Enklave genannt. Es gab ziemlich viele brandenburgische Studenten in Jena und die Universität hatte einfach auch gerade für Geschichte einen sehr, sehr guten Ruf. Also die haben nach der Wende, glaube ich, ziemlich umstrukturiert. Also das ist mir auch erst viel später aufgefallen, dass da tatsächlich nur noch ein Professor, soweit ich mich erinnern konnte, von denen, bei denen ich war, aus dem Osten selber kam und der war für Regionalgeschichte zuständig, also musste ja irgendwie dort aus der Region kommen. Die anderen hatten sie dann tatsächlich überall hergeholt, aber das hatte eben dadurch einen sehr, sehr guten Ruf, eben sehr gute Leute zu bekommen und das war ein Grund. Und dann fasziniert mich auch tatsächlich schon immer diese Brüchigkeit auch der deutschen Geschichte, also diese Idee, dass wir tatsächlich manchmal mit einem bestimmten Tag, also wenn man jetzt mal so den 11. November 1918 nimmt, wo quasi an einem Tag irgendwie ein Teil der Geschichte zu Ende ist und ein neuer Tag sozusagen einen neuen Teil der Geschichte bringt. Und wir reden immer in Kapiteln so, das Kaiserreich, die Weimarer Republik, Nazi-Deutschland, das geteilte Deutschland und so weiter. Das hat mich schon immer fasziniert, weil ich eben auch in so einem Bruch irgendwie aufgewachsen bin. Und Jena erschien mir als ein sehr guter Ort, das zu erkunden, weil Jena ja immer noch von sich behauptet, zum Beispiel, dass die deutsche Nationalbewegung sozusagen im 19. Jahrhundert dort über die Urburschenschaften entstanden ist. Dort hängt auch immer noch die deutsche Fahne, hängt dort andersrum, weil die zuerst mal sozusagen auf den Kopf gestellt angefangen hat, also Schwarz-Rot-Gold quasi andersrum war und die Fahne hängt dort immer noch so rum. Also das erschien mir auch ein sehr guter Ort, um die deutsche Nationalgeschichte einfach als Gesamtgeschichte irgendwie zu ergründen. Und dann war es auch einfach weit genug weg von zu Hause, um ein eigenes Leben anzufangen. Also ich hatte ganz, ganz kurz mal mit dem Gedanken geliebäugelt, in Potsdam zu studieren und habe dann beschlossen, das ist im Sinne von neuen Horizonten und neuen Lebenserfahrungen einfach zu dicht dran gewesen. Also ich wollte auch woanders hin. Aber man hatte da gerade auch die Studiengebühren in den westdeutschen Universitäten eingeführt oder war gerade dabei und das hätte ich mir auch einfach nicht leisten können, die extra 500 € oder was das damals waren, pro Semester sozusagen zu finanzieren. Und dadurch musste ich quasi oder wollte auch deshalb im Osten bleiben, weil man dann einfach das auch finanzierbarer hatte, auch was Mietpreise und so weiter anging. Also innerhalb des Ostens so weit weg wie möglich. Und da erschien Jena eine gute Wahl. Also da war noch so ein bisschen DDR-Relikt, kostenlose Bildung, war noch so ein kleiner Schritt auf der Karriereleiter. Ich glaube, die Argumentation war damals tatsächlich so, dass die Universitäten im Osten gesagt haben, dass die sozialen Unterschiede ja doch ziemlich groß sind, dass einfach weniger Vermögen im Osten da ist, dass Leute, wie ich zum Beispiel auch, irgendwie vielleicht gerade so am BAföG vorbeischrammen, aber die Eltern das dann irgendwie finanzieren müssen quasi und man eben nicht auf Vermögen und so weiter zurückgreifen kann. Und hätte ich versucht, in München oder Hamburg oder irgendwo zu studieren, wo es quasi deutlich teurer gewesen wäre, wäre das einfach schwierig gewesen. Also dann hätte man wahrscheinlich länger studieren müssen, mehr nebenbei arbeiten und ja, das Ganze dann anders. Also es wäre schon möglich gewesen, aber eben schwieriger gewesen. Und das hat man, glaube ich, damals auch schon eingesehen, dass die Sozialstrukturen einfach andere sind im Osten. Während des Studiums in Jena waren Sie ja auch innerhalb des Ex-Gebietes der DDR. Also Sie waren von Ihrem Stoff, was Ihr Buch jetzt hier anbetrifft, nicht so weit weg. Ja, und ich bin auch tatsächlich jeden Tag da hängt eine Plakette in Jena zum Volksaufstand von 1953, weil das ja in Jena ziemlich bewegte Ereignisse auch waren und Jena eben auch eins der Zentren waren des Aufstands.
Und also das bewegt dann natürlich schon, wenn man da vorbeiläuft und dann gerade auch liest, dass da eben auch einer der sogenannten Redelsführer da auch standrechtlich erschossen worden ist nach dem Volksaufstand. Also das jeden Tag sozusagen da dran vorbeizulaufen und das im Gedächtnis zu haben, während man zum Campus läuft und Geschichte studiert, hat schon sicherlich seinen Eindruck auch hinterlassen. Und dann steht natürlich auch in der Bibliothek viel Literatur immer noch rum aus Ostzeiten und ja auch so physische Sachen, wenn dann eben irgendwo auf dem Stuhl immer noch Volkseigentum draufsteht und solche Dinge. Also man merkt die ganze Geschichte dieser Universität ihr schon an und auch das Alter der Universität ist ja auch einer der ältesten in Deutschland. Also das hat mich auch fasziniert, dass eben die DDR-Geschichte da ist und sichtbar ist, aber eben nicht der einzige Teil ist, sondern irgendwo mit zur deutschen Geschichte mit dazugehört in Jena. Und vielleicht hat mich das auch ein Stück weit ermutigt, zu versuchen, die Geschichte da auch für mich selber irgendwo einzuordnen in den größeren Zusammenhang. Sie haben ja nicht in der DDR-Literatur lesen können, da waren Sie ja noch zu klein. Was haben Sie später, um sich ein Bild zu machen, von der Geschichte der DDR an Literatur gelesen? Gibt es einen speziellen Autor, Autorin oder gibt es vielleicht 2, 3 Bücher, wo Sie sagen, die waren für mich wichtig? Bertolt Brecht war ziemlich wichtig für mich, einfach weil ich in der Region natürlich auch aufgewachsen bin, wo er auch sein Haus hatte in Bukow am See. Mein damaliger Freund, langjähriger Freund, als ich in der Schule war aus Bukow. Also wir waren ständig dort sozusagen und er hängt schon irgendwo über der Stadt als so Leitbild. Und wir haben auch in der Schule, möchte ich sagen, wenn ich mich richtig erinnere, oder vielleicht war es auch erst an der Uni, ich glaube an der Schule, aber auch schon von ihm Werke gelesen und Literatur gelesen. Also so Mutter Courage fällt mir gerade ein, hat eine ziemlich große Rolle gespielt und das, würde ich sagen, ist so eine DDR sozusagen Überbleibsel, was mich auch tangiert hat, aber eben auch, er ist auch wieder so eine Figur, die auch Vor- und Nachwirkungen hat, also im Endeffekt auch über den eigentlichen DDR-Rahmen hinausgeht und im Endeffekt dann auch darauf hinweist, dass das eben kein abgeschlossener Zeitraum ist, sondern dass die Leute, die in der DDR gewirkt haben, ja auch aus einer gewissen Vorgeschichte kamen und Vorerfahrungen gemacht haben, die sie mit reingebracht haben. Und aber auch die Sachen, die sie dann produziert haben, quasi natürlich auch nachwirken und nicht sofort verschwinden, nur weil die Mauer fällt. Welches Thema war denn eigentlich dann das, was Sie sich ausgesucht haben, um Ihre, ich weiß nicht, damals MA oder Diplomarbeit dieses Jahr früher geschrieben haben? Was war das Thema? Singapur. Singapur, oh. Ich war dann auch eine Weile dort. Ich hatte mich schon länger mit Singapur beschäftigt, weil mich, wie gesagt, dieses Thema Nationalstaat, Nationalgeschichte fasziniert an Deutschland. Also sprich, haben wir trotz unserer ganzen Umbrüche, haben wir einen Nationalstrang, der sich erzählen lässt. Und wir sind da, glaube ich, als Deutsche sehr, sehr vorsichtig damit, gerade was Geschichte vor 1945 bzw. vor 1949 angeht, wo wir einfach sehr vorsichtig sind, da Kontinuitäten zu ziehen, weil man im Endeffekt die Identitäten ja dann irgendwo auch auf die Nazi-Geschichte und auf die NS-Zeit zurück verlinken muss. Und wir machen uns das, glaube ich, immer ein bisschen zu einfach, dann zu sagen, nee, das richtige Deutschland, das moderne Deutschland fängt erst 1949 an. Und Singapur war deshalb für mich spannend, weil das ein sehr, sehr junger Nationalstaat ist, der also erst seit ein paar Jahrzehnten sozusagen existiert, der aber sehr intensiv versucht, ein Nationalgefühl aus den ganzen Einzelteilen sozusagen zu schaffen und das eben sehr, sehr politisch auch betreibt. Also es gibt in Singapur 4 sozusagen Ethnien und Gruppen, die da leben und man versucht dann daraus über Social Engineering, wenn man so will, irgendwie so eine Art Nationalidentität zu schaffen, also zum Beispiel über die Sprache, dass eben Englisch gesprochen wird, beziehungsweise Singlisch gesprochen wird. Damit habe ich mich zum Beispiel beschäftigt, welche Rolle die Sprache dabei spielt, weil das in Deutschland ja auch ein sehr, sehr großer Faktor ist, dass man lange gesagt hat, die nationale Sprache, die wir alle gemeinsam haben, ist das verbindende Element. Und da habe ich mich damit beschäftigt, auch so was Wohnungspolitik angeht. Da wird in Singapur sehr darauf geachtet, wer wo wohnt und wo man hinziehen darf und in welche Gegend man ziehen darf, damit es eben keine Zersplitterung der Gesellschaft gibt. Und der Vergleich zu Deutschland erschien mir interessant, dass man quasi aktiv versucht, in Singapur ein Nationalgefühl zu erstellen, während wir, glaube ich, in Deutschland immer lange versucht haben, nach der NS-Zeit zumindest irgendwo das Gegenteil zu erreichen und ein Stück weit den Nationalismus zurückzuschrauben. Ja, das ist ja nach 1945 hat man ja davon gesprochen, diese berühmte, das ist die Stunde Null. So, und das ist ja lange Zeit auch in der Geschichtswissenschaft so eine These gewesen und natürlich in der Parteiengeschichte Deutschland sowieso. Also
nach 45 ist Stunde Null, wir haben eine weiße Tischdecke und da beginnt jetzt Deutschland nochmal. Das war ja in der DDR nicht ganz so, diese Erzählung mit Stunde Null, weil man ja den Rückgriff auf die Zeit des kommunistischen Widerstandskampfes verlinkt hatte. Wie stehen Sie zur Stunde Null? Also ich finde das spannend und ich finde, man muss das auch immer wieder betonen, dass beide deutschen Teilstaaten nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich ja Antworten auf den Krieg und auf den Nationalsozialismus sind. Also beide Staaten hatten das Gefühl, dass sie was Neues anfangen müssen, dass sie dagegen arbeiten müssen, dass das nochmal passiert. Und eben Gesellschaften aufbauen wollten, die so weit weg wie möglich sozusagen vom Nationalsozialismus sind und so, dass man eben nie wieder dorthin zurückkehrt. Also dieses nie wieder Krieg, nie wieder NS, einfach nie wieder Mantra sozusagen, ist ja irgendwo, auch wenn das nicht gleichzeitig in denselben Worten formuliert worden ist, ist das ja doch das Grundprinzip von beiden deutschen Staaten. Und im Westen hat man dann eben mit dieser Stunde Null sozusagen angefangen, so wir ziehen jetzt hier eine Linie und lernen sozusagen daraus, aber integrieren auch bestimmte Elemente, die vorher existiert haben, also wie zum Beispiel Adenauer dann einfach beschlossen hat, er nimmt das ganze Beamtentum wieder auf, sozusagen in der Hoffnung, dass sie sich dann in die Demokratie integrieren und irgendwo unter Beobachtung stehen, aber jedenfalls wieder einen Grund haben, bei dieser Gesellschaft mitzumachen und nicht ausgegrenzt werden. Und dazu kann man positiv oder negativ stehen, aber das war jedenfalls der Ansatz, die Grundidee, während man im Osten sozusagen gründlicher denazifiziert hat, aber dann gleichzeitig gesagt hat, wir wollen hier was Neues aufbauen. Wir wollen nicht der Kontinuitätsstaat sein, der Westdeutschland bewusst war und ist, sondern wir wollen hier was komplett Neues erstellen. Und das waren beides, wie gesagt, Ansätze, sich irgendwie gegen das, was vorher passiert ist, aufzustellen und zu versuchen, neue Gesellschaften zu schaffen. Und das vergisst man, glaube ich, manchmal, weil das DDR-Modell dann natürlich am Ende nicht mehr existiert und gescheitert ist, aus verschiedenen Gründen, aber dadurch auch irgendwo delegitimiert worden ist und man heute auch den Antifaschismus, glaube ich, nicht mehr so ernst nimmt, wie ihn damals tatsächlich die Menschen ernst genommen haben. Aber das sind beides Modelle, die sich darauf beziehen, was vorher passiert ist, beziehungsweise sich bewusst davon abgrenzen wollten und was Neues schaffen wollten. Ich glaube, dass natürlich daraus auch Dinge resultieren, die heute noch, ich sag mal, sehr kontrovers diskutiert werden. Ja, die Ostdeutschen, die sind zu Russland freundlich. Die Ostdeutschen sind gegen Waffenlieferungen für die Ukraine. Also die Ostdeutschen sind sozusagen näher an Putin, so ungefähr. Wir im Westen sind das nicht, aber das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen mit dieser ganz frühen Phase zusammen, weil wenn man das Beamtentum alles übernimmt aus dem Dritten Reich, hat man natürlich auch die ganze, ich sag mal so, auch diese antirussische Haltung, die also auch dort überall herrschte bis 1945, natürlich in gewisser Weise konserviert. Während im Osten war ja unter der, wenn man so will, Moskau-Diktatur gestellt. Also man hat konnte das nicht so richtig verordnen, weil die Russen hat man ja eigentlich gar nicht gesehen in der DDR. Die waren ja Kasernen und. Naja, aber man hat sich ja schon mit der russischen Kultur und der ganzen Welt sozusagen im Osten mehr auseinandergesetzt in der DDR. Also einfach dadurch, dass man Russisch gelernt hatte. Ich habe auch noch Russisch in der Schule gelernt und man liest dann entsprechend russische Literatur, auch Magazine und so weiter. Das war ja sogar in der Oppositionsbewegung dann in den 80er Jahren, als dann Glasnost und Perestroika kamen, dann auch wieder sozusagen was man einfach gemacht hat, was dann auch so ein bisschen rebellisch dann angemutet hat, als sich sozusagen Moskau und Ostberlin dann so ein Stück weit auseinander entwickelt hatten. Und von daher war schon der Blick Richtung Osten da, während natürlich die Westbindung ein elementarer Bestandteil Westdeutschlands war. Und da kann man auch wieder ins 19. Jahrhundert zurückschauen und einfach diese Überlegung, dass Deutschland in der Mitte von Europa sitzt und eben nicht automatisch ein westliches Land ist in der Art und Weise, wie es Frankreich oder Großbritannien oder die USA sind, sondern irgendwo zwischen diesen Welten sitzt. Und das sieht man bei Bismarcks Politik, der nach Osten und nach Westen geschaut hat. Und man kann das bei Angela Merkels Schaukelpolitik, die sie ja explizit auch so bezeichnet hat, auch wieder sehen, dass man quasi versucht, irgendwo so zwischen diesen beiden Welten zu sitzen. Und ich glaube, dadurch, dass sich Deutschland dann tatsächlich politisch auch in diese zwei Welten getrennt hat für 40 Jahre, haben sich da, glaube ich, auch die Mentalitäten entsprechend entwickelt. Also ich habe das regelmäßig, auch wenn ich hier im Osten irgendwo unterwegs bin, dass gerade Menschen, die so intellektuell unterwegs sind oder an der Uni arbeiten oder Journalisten sind und aus dem Osten kommen, eben doch immer wieder diesen Ostbezug auch haben und darauf schauen, gerade Ältere,
Leute auch, während das im Westen eher ein selten, also das gibt es auch, ich kenne auch viele Menschen im Westen, die auch sehr russlandaffin sind und eher dahin gucken, aber das scheint sich für mich so ein bisschen ideologisch entweder in die eine oder die andere Richtung zu entwickeln, dass man quasi immer noch in Deutschland so ein bisschen entweder ein Ost- oder ein Westtyp ist. Und das hat sich, glaube ich, einfach geschichtlich und geografisch dann auch so entwickelt, auch gerade durch die vielen slawischen Minderheiten, die wir ja auch im Osten haben und schon immer hatten, dass man da vielleicht eher eine Affinität Richtung Russland entwickelt und die sich jetzt nicht nur auf den Ukraine-Krieg bezieht, sondern einfach ein Weltbild umfasst, das grundsätzlich eher nach Osten als nach Westen schaut und vielleicht ein Stück weit auch anti-westlich auch zum Teil auch eingestellt ist. Ja, Berlin hat ja eine ganz besondere Stellung darin, weil Berlin war ja in den 20er Jahren, kann man fast sagen, die Stadt mit den meisten Russen. Später wurde das ja dann Paris, aber es war erstmal Berlin, deshalb Charlottenburg hieß dann Charlottengrad. Und also heute haben wir ja auch noch viele, ein paar hunderttausend russischsprachige Menschen hier in Berlin. Also Berlin war ja auch so ein Schmelztiegel, wo eben der Osten und der Westen zusammenkamen und der Osten eben stärker. Also ich rede jetzt von der Zeit vor dem Antritt von Adolf Hitler. Also in dieser Zeit spielt das eine große. Und das hat natürlich auch kulturelle Spuren hinterlassen. Ja, man kann da auch noch weiter zurückschauen. Also wenn man sich Preußen zum Beispiel als Reich anguckt, wie weit das natürlich auch in den Osten reingereicht hat, wie sehr sich da auch polnische und jüdische Minderheiten auch mit sozusagen Deutschen vermischt haben in den Ostgebieten. Also man hat da auch eher nach Osten als nach Westen geguckt und dass dann natürlich die preußische Hauptstadt dann auch die deutsche Hauptstadt geworden ist, hat natürlich da auch eine Rolle gespielt und entsprechend den Blickwinkel vielleicht verschoben. Also das ist in Deutschland schon immer so und das hat sich jetzt, glaube ich, tatsächlich durch den Ukraine-Krieg einfach besonders deutlich gezeigt, dass einige in die Richtung gucken und einige in die Richtung. Aber das geht länger, viel, viel länger zurück, auch würde ich sagen, noch vor der Gründung sogar des Deutschen oder Deutschlands als Nationalstaat, dass man da auch über Preußen und insgesamt, wo sich deutschsprachige Menschen überhaupt aufgehalten haben, das war ja viel, viel weiter der Bereich und ging eben vor allem in den Osten hinein, eher als in den Westen. Die Berührung zum Slawischen, zum Zarenreich, zum Russischen Reich war immer präsent. Ja, und man merkt das zum Beispiel in Österreich auch. Also wenn wir uns heute die Beziehungen zwischen Österreich und Russland beziehungsweise die Einstellungen der Österreicher zum Krieg in der Ukraine angucken, dann ist das ja eine ganz ähnliche Situation, als wir es in Ostdeutschland auch finden. Und das ist eben auch wieder der Blick über die K&K-Monarchie und so weiter, die Einflüsse auch in Wien, diese multikulturelle Gesellschaft, die man auch in Wien schon immer dort hatte, mit Völkern vor allem eben aus dem Osten, der dann den Blick, glaube ich, eher in die Richtung lenkt als Richtung Westen. Ich komme noch mal auf Angela Merkel, die Sie vorhin genannt haben, zurück. Sie haben ja, das schreiben Sie im Vorwort in Ihrem Buch, Angela Merkel hätte in gewisser Weise auch eine Chance vertan, weil sie sich eigentlich nicht als die Kanzlerin auch des Ostens, ich sag mal, mit ihrer DDR-Biografie geoutet hat. Ja, ich fand es eigentlich, also ich würde ihr da jetzt nicht unbedingt einen Vorwurf machen, weil ich verstehen kann, warum sie das gemacht hat. Ich glaube, das wäre für sie politisch nicht einfach gewesen. Und sie hat das ja auch oftmals auch festgestellt, wenn sie Sachen in der Öffentlichkeit über die DDR erzählt hat, dass es dann entweder missverstanden worden ist oder zum Teil auch bewusst, glaube ich, uminterpretiert worden ist oder weginterpretiert worden ist von dem, was sie eigentlich sagen wollte. Also ein Beispiel, das sie öfter mal in der Öffentlichkeit angesprochen hatte, war, dass sie für ihre eigene Arbeit an der Universität in Leipzig auch einen politischen Essay schreiben musste, wie das eben immer so üblich war und dabei natürlich dann Sachen wahrscheinlich gesagt bzw. geschrieben hat, die sie heute nicht vertreten wurde und auch bestimmt damals nicht vertreten hat, sondern die sie dann einfach schreiben musste, um mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit weiterzukommen. Und als sie das mal erwähnte in den 90er Jahren, sind dann Journalisten sofort losgezogen und haben versucht, diese Arbeit zu finden, die sie eben über den Marxismus-Leninismus schreiben sollte. Und hätten dann wahrscheinlich gerne daraus zitiert, was sie da geschrieben hätte, um das ihr sozusagen in den Medien um die Ohren zu hauen. Und aus der Situation hat sie dann einfach gelernt, dass das schwierig ist, darüber zu sprechen und dass das und missinterpretiert wird, wenn man das macht. Und für mich, ich habe das deshalb in meiner Einleitung aufgegriffen, weil das für mich interessant war, dass selbst sie als die Erfolgsgeschichte des Ostens, sie hat sozusagen an die Spitze der bundesdeutschen Politik geschafft als Ostdeutsche, sich trotzdem nicht getraut hat, regelmäßig darüber zu sprechen, beziehungsweise überhaupt das in ihre Identität irgendwo ein Stück weit mit aufzunehmen. Und dass das dann
in ihrer letzten großen Rede im Amt so aus ihr rausplatzt, zeigt ja, dass ihr das nicht egal war, sondern dass sie das bewusst unterdrückt bzw. weggeschoben hat. Und ich hatte sie, als ihre Memoiren rauskamen letztes Jahr, in London gesehen, wo sie die vorgestellt hat. Und da hat sie auch nochmal gesagt, und ich zitiere hier, sie hat immer eine Schere im Kopf gehabt. Also immer überlegt, was sagt sie jetzt, was lässt sie weg und so eine Art sozusagen Selbstzensierung betrieben, was das angeht. Und für mich als Historikerin hat sich dann natürlich die Frage eröffnet, was machen dann die anderen 16 Millionen Ostdeutschen mit ihren Lebensgeschichten? Erzählen die denn auch nicht oder fühlen die sich auch so, als wenn sie im Leben vorankommen wollen, das irgendwie am besten unterdrücken bzw. einfach nicht erwähnen? Wenn ja, was macht das mit dieser Gesellschaft und mit ihrer eigenen psychischen Beschaffenheit quasi, mit ihrer eigenen Identität, wenn man so eine Art Schatten immer hat, was das Leben vor 1990 angeht? Und deshalb habe ich das aufgegriffen, weil ich fand, dass man das auch erklären muss und gerade auch für die Welt außerhalb von Deutschlands oder selbst vielleicht auch innerhalb von Deutschlands erklären muss, was Ostdeutsche mit ihren eigenen Biografien machen, beziehungsweise was sie nicht damit machen. Vielleicht noch mal zu diesem Auftritt von der Angela Merkel in London. Können Sie das mal beschreiben? Wie hat sie sich da präsentiert? Das ist ja nun kein deutsches Publikum gewesen. Hat sie Englisch gesprochen oder hat sie sich übersetzen lassen? Also Angela Merkel spricht wohl ganz gut Englisch. Ich weiß es nicht, ich habe sie noch nie durchgängig Englisch sprechen hören, aber das hört man so aus Kreisen. Aber sie ist eben auch sehr exakt und genau und möchte nicht Sachen sagen, die dann hinterher umgebogen werden. Und deshalb spricht sie eigentlich ungern auch in der Öffentlichkeit Englisch und hat das eben auch auf Deutsch dort gemacht. Und es wurde simultan übersetzt, also man konnte Kopfhörer aufsetzen sozusagen und hat dann die Simultanübersetzung gehabt und auch Untertitel auf dem Bildschirm wurden gezeigt. Aber die Fragen wurden auf Englisch gestellt und sie hat dann auf Deutsch geantwortet. Interessanterweise saßen aber tatsächlich sehr, sehr viele Deutsche im Publikum. Also ich würde sagen, mindestens Hälfte. Als die Kopfhörer ausgegeben wurden, wurde dann wirklich von vielen gesagt, brauche ich nicht, weil man dann einfach auf Deutsch zugehört hat. Und das waren sehr, sehr viele Deutsche dabei. Was hat Sie denn eventuell überrascht bei dem Auftritt? Ich meine, das ist ja immerhin eine Biografie von 700 Seiten. Haben Sie was Neues entdeckt oder hat sie vielleicht dort ein bisschen mehr erzählt, als was in der Biografie steht? Ich fand sowohl in der Biografie als auch in ihren Auftritten, fand ich es etwas enttäuschend, dass sie eben nichts Neues erzählt hat, sondern einfach nochmal gerechtfertigt und erzählt hat, was sie gemacht hat und Erklärungen dazu abgegeben hat. Aber es war weder was Neues in dem Geschriebenen noch in dem, was sie dann hinterher gesagt hat. Also das war eigentlich, waren Sachen, die man schon vorher wusste und Rechtfertigungsmuster, die man auch schon vorher kannte. Also ich hatte das Gefühl, sie wollte nochmal ihre ganze politische Geschichte zu Wort geben und darauf reagieren, vielleicht auch ein Stück weit, was jetzt auch an Kritik über die letzten Jahre kam. Aber es ist nichts in der Biografie oder in ihrer Rechtfertigung, was überraschen würde oder was irgendwie was Neues wäre. Und zu ihrer Schere im Kopf, hat sie da vielleicht erwähnt, dass sie Tränen hatte oder warum sie Tränen in den Augen hatte beim Abschied, als das Militär aufmarschierte und dann den Farbfilm-Song spielte? Also sie hat nur insofern darüber geredet, beziehungsweise es war aber auch schon, fand ich, offensichtlich, wenn man selber vielleicht aus dem Osten kommt, vielleicht eher offensichtlich, dass sie da Lieder ausgewählt hat, die ihre Lebensgeschichte so ein Stück weit begleitet haben, beziehungsweise die sie mit bestimmten Kapiteln ihrer Lebensgeschichte verbindet. Und dass deshalb quasi gerade am Ende dieser sehr, sehr langen politischen Karriere, am Ende ihres zweiten Lebens, wie sie es formuliert hat, also das erste Leben war das vor 1990 und dann beschreibt sie ihr zweites Leben als die Zeit nach der Wende, dass das einfach so Momente waren, in denen sie das alles reflektiert hat, glaube ich. Und deshalb, also sie sagt das nicht explizit, sie redet ja eigentlich wenig auch über ihre eigenen Gefühle und das Innenleben der Angela Merkel sozusagen, aber das war, glaube ich, schon ziemlich offensichtlich, dass sie einfach an dem Moment reflektiert hat, jetzt ist ein neues Kapitel zu Ende gegangen und jetzt fängt vielleicht nochmal was Neues an und dass sie das eben sehr bewegt hat. In Großbritannien ist das zum Beispiel völlig anders angekommen. Da kennt man ja das Lied selber nicht, also du hast den Farbfilm vergessen, sondern man kennt Nina Hagen als Punk-Ikone. Und dann war die Aufregung groß, oh mein Gott, Angela Merkel hat sich ein Punk-Lied ausgesucht. Und dann wurde ich überall angefragt in den Medien, weil ich ja in England auch ziemlich viel über Deutschland auch schreibe und kommentiere, könnte ich mal erklären,
der BBC zum Beispiel, warum Angela Merkel sich ein Punklied als ihr Abschiedslied ausgesucht hat. Und dann habe ich erstmal versucht zu erklären, dass Nina Hagen damals noch keine Punk-Ikone war, sondern eine staatlich ausgebildete Musikerin der DDR. Und dass das einfach ein Lied war, das jeder Ostdeutsche eben kennt und wahrscheinlich auch mitsingen kann und dass sie deshalb das als Teil des Revue passieren lassens ihres Lebens wahrscheinlich ausgewählt hat, aber das ist sehr interessant, wie das überall ankam und die Bundeswehr wusste ja auch erstmal nicht so richtig, was sie mit dem Lied anfangen soll. Die hatten das, glaube ich, auch vorher noch nicht gespielt und mussten das erstmal üben. Aber das ist eine sehr persönliche Entscheidung gewesen, glaube ich, von ihr. Ja, da kommen wir jetzt zu der persönlichen Entscheidung von Katja Heuer und ein neues Kapitel. Das neue Kapitel heißt Aus Deutschland weg nach England. Das müssten Sie uns mal erklären. Ja, ich glaube, das war der gleiche Impuls, der mich auch erstmal nach Jena geschickt hat. Also ich wollte was Neues, was anderes machen und außerdem fand ich es auch ziemlich schwierig, in Deutschland Geschichte zu schreiben und zu recherchieren, einfach weil wir uns mit unserer eigenen Geschichte sehr, sehr schwer tun. Und ich wollte nicht den Ausweg gehen, den viele meiner Freunde und Kollegen gegangen sind, die sich dann einfach für in Deutschland mit ausländischer Geschichte beschäftigen. Also ich hatte Leute, die zum Beispiel in die Amerikanistik gegangen sind, Freunde, die sich also an deutschen Universitäten mit amerikanischer Geschichte beschäftigen und da ist weniger Belastung da. Aber wer sich mit deutscher Geschichte beschäftigen möchte und das in Deutschland tut, merkt doch sehr schnell, dass da sehr, sehr viele Emotionen dranhängen, sehr viele Erklärungsmuster, dass es auch oftmals gleich politisch wird. Und das fand ich persönlich schwierig und deshalb bin ich erstmal ins Ausland gegangen und ich hatte, wie gesagt, sowieso schon so ein bisschen Faszination für Singapur entwickelt und bin dann dorthin gezogen und habe dann dort ziemlich schnell festgestellt, dass die doch noch sehr postkolonialistisch eingestellt sind und sehr, sehr England- bzw. Großbritannien-affin sind. Und mein Plan war dann sozusagen längerfristig nach Singapur zurückzukehren, aber erstmal mir vielleicht ein Profil in Großbritannien irgendwie aufzubauen oder dort irgendwas zu machen, um dann mit dem entsprechenden Prestige, was man in Singapur damit verbindet, wieder zurückzugehen. Und habe dann festgestellt, dass was ich an Singapur mochte, eigentlich seine alte englische Art sozusagen ist und ich das Original dann wahrscheinlich doch irgendwo bevorzuge und ist auch natürlich näher dran, einfach auch an Europa und an Deutschland. Bin dann einfach in Großbritannien geblieben. Also das war jetzt sozusagen nicht eine bewusste Entscheidung in der Hinsicht, als dass ich jetzt für immer nach Großbritannien ziehen wollte, sondern ich habe dann dort einfach festgestellt, dass mein eigener Charakter, meine Art zu arbeiten und auch eigentlich meine eigene Art dort sehr, sehr gut hinpassen. Also es ist eine gute Kombination zwischen dem etwas reserviert sein, so fast norddeutscher Art sozusagen, so ein bisschen unterkühlt, aber auf eine angenehme Art und Weise, also einfach höflich und etwas reservierter zu sein, als das anderswo der Fall ist, aber gleichzeitig einen gewissen Humor mit sich zu bringen. Und die Engländer machen sich ja auch sehr gerne über sich selbst auch lustig. Das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die in Deutschland immer noch so ein bisschen fehlt. Das war mir sehr sympathisch, einfach die Art dort zu arbeiten. Und ja, ich habe dann da sehr, sehr schnell Fuß gefasst und fühle mich dort auch zu Hause. Sie schreiben ja auch unterdessen für einen Freitag, für die Berliner Zeitung, also hier und dann, aber natürlich auch für verschiedene englische Medien. Bevor Sie das Buch geschrieben haben, Jenseits der Mauer, haben Sie ein Buch geschrieben über das Deutsche Kaiserreich. Es ist nicht so ausführlich wie das DDR-Buch geworden, aber ich glaube, es ist eine ganz wichtige Vorstudie gewesen, um dann an dieses andere Thema heranzugehen, weil da geht es ja darum, um die Einigung Deutschlands durch Bismarck, also die Entstehung des Deutschen Kaiserreichs. Der große deutsche Flickenteppich wird dann durch den Bismarck auch in einer günstigen Situation zum Deutschen Kaiserreich zusammengeschweißt. War das wirklich eine günstige Situation, das als Vorarbeit zu haben? Ich sehe das eigentlich nicht als Vorarbeit in der Hinsicht, als dass ja dann das DDR-Buch zum Hauptbuch wird, sondern das sind beides Sachen, die mir sehr am Herzen lagen, weil eben, wie gesagt, wenn man auf diese deutsche Nationalgeschichte zurückkommt, kommt man immer wieder auf das Thema Einheit, Einigkeit. Inwiefern haben wir das erreicht? Wollen wir das überhaupt erreichen? Oder ist es völlig okay, dass Deutschland ein Flickenteppich aus verschiedenen Kulturen und Geschichten ist? Und das ist so eine Frage, die sitzt im Herzen Deutschlands und die sitzt da immer noch und die ist auch immer noch nicht geklärt und die wird auch nicht geklärt, glaube ich, in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Und deshalb ist eigentlich auch der Vergleich, und den ziehe ich zum Beispiel im Epilog von dem DDR-Buch auch, zwischen 1871, also der Gründung vom deutschen Nationalstaat, und 1990 interessant, weil 1871
ist niemand davon ausgegangen, dass dieses Deutschland sofort ein geeinter Nationalstaat ist, in dem sich alle sofort zu Hause fühlen und alles gleich machen und alles sich gleich entwickelt, sondern der Staat ist ja sehr bewusst von Bismarck als föderaler Staat aufgebaut worden, in dem es sehr, sehr viele Freiheiten für die einzelnen Staaten gibt, aber selbst darunter noch für die einzelnen Regionen, für Katholiken, für Protestanten, für Juden, für die einzelnen Menschen, die da drinnen leben, sozusagen relativ viele Freiheiten bestehen und man sich sozusagen nur grob darauf einigt, dass es irgendwie eine Richtung gibt, die auch deutsch ist und deutsch kulturell sozusagen auch geprägt ist. Und im Gegensatz dazu war 1990 so ein Moment, wo man einfach erwartet hat, so jetzt ist die Wiedervereinigung da und die Ostdeutschen müssen jetzt sofort kulturell, politisch, wirtschaftlich genauso sein wie der Westen, weil man davon ausgegangen ist, die Wiedervereinigung stellt irgendwas wieder her, was vorher existiert hat. Aber es hat ja dieses Deutschland vorher nicht existiert. Mal abgesehen davon, dass die ganzen Ostgebiete nicht mehr da sind, dass man sozusagen die Leute, die dort hergekommen sind, sich da irgendwie eingliedern mussten, Ost und West. Das ist im Osten zum Beispiel ein Viertel der Bevölkerung gewesen, die dort aus den Ostgebieten kamen. Also dieses Deutschland, was 1990 entstanden ist, gab es vorher ja auch nicht. Aber der Begriff der Wiedervereinigung hat irgendwie so diesen Normalzustand angeblich hergestellt, den es vorher nicht gab. Also das gab kein normales Deutschland, was immer existiert hat. Und deshalb ist, glaube ich, für mich, also es ist keine Vorstudie in der Hinsicht, sondern einfach Teil dieser komplizierten deutschen Geschichte, die ich versuche für mich selber und für meine Leser irgendwo einzuordnen. Und da gehören beide diese Kapitel mit dazu, ohne dass ich sage, das eine ist jetzt die Vorstudie des anderen, sondern das sind beides Kapitel der deutschen Geschichte, die man, glaube ich, verstehen muss, wenn man verstehen will, warum wir uns heute immer noch mit uns selber so schwer tun. Ja, Sie machen ja auch einen schönen Vergleich, indem Sie sagen, ja, wenn wir jetzt von Bismarck ausgehen, ne? 1871, 1990, ja, so 120 Jahre, hat die DDR 40 Jahre, also ein Drittel davon bestanden. Also war das ein Teil der deutschen Geschichte. Ich fand den Blick, also das ist wirklich ein Blick von außen und er ist eigentlich ganz simpel, aber er sagt natürlich wahnsinnig viel aus, was das eigentlich bedeutet. Ja, und trotzdem wird die DDR ja oftmals irgendwie als Fußnote oder als Seitengeschichte. Ja, muss man mal sagen, da hat aber der Stefan Heym auch mal richtig daneben gegriffen, muss ich mal sagen. Das war damals ein Ausspruch von ihm. Ja, aber selbst wenn man das nicht direkt ausspricht, es ist trotzdem die Grundannahme, dass das sozusagen eine seltsame Episode irgendwo war, die den Rest der Mehrheitsdeutschen sozusagen, also sprich der Westdeutschen, dass es die wenig tangiert. Also man hat ja heute immer noch, ich höre das auch oftmals von Menschen, die sich noch intensiver mit der DDR, mit Ostdeutschland beschäftigen, als ich das tue, dass die immer wieder beklagen, dass es wenig Interesse daran im Westen gibt, so als wenn das nicht die eigene Geschichte ist, aber gleichzeitig wird ja von Ostdeutschen erwartet, dass das, was in der Bundesrepublik zwischen 49 und 89 passiert ist, zu unserer Geschichte wird. Also wenn zum Beispiel das Grundgesetz gefeiert wird, beziehungsweise die Entstehung des Grundgesetzes, das ja heute immer noch unser Grundgesetz ist, dann ist ja trotzdem die Entstehung des Grundgesetzes und die erste Ausübung dessen quasi, wenn man so will, nicht Teil der Geschichte der Ostdeutschen. Es wird aber erwartet, dass man sich das irgendwie nach 1990 aneignet als eigene Geschichte. Aber das funktioniert nicht andersrum. Also wenige Leute, die in Köln aufgewachsen sind, werden 1953 als Teil ihrer eigenen Geschichte sehen. Oder versuchen zu verstehen, keine Ahnung, was 1974 irgendwo in Magdeburg passiert ist oder so. Also das funktioniert nur in eine Richtung im Moment. Und das ist halt das, was ich damit sagen wollte. Wenn man 40 Jahre von 120 Jahren Nationalgeschichte 40 Jahre lang geteilt gelebt hat, dann wird da kein Normalzustand wiederhergestellt in 1990, sondern dann fängt da nochmal ein neues Kapitel an, so wie es auch 49 und 1918 neue Kapitel gab. Da muss man halt, glaube ich, immer noch ein bisschen einen Schritt zurücktreten und zu versuchen, das eben in den größeren Zusammenhang einzuordnen. Und das erfordert eine Perspektive, die sich nicht völlig nur auf Ost und West versteift, sondern irgendwo weiter zurück und auch vielleicht weiter in die Zukunft schaut. Ich kriege das auch oft gesagt, zum Beispiel, wie kann ich so viel auch in Zeitungen über aktuelle Sachen kommentieren, wenn ich doch eigentlich Historikerin bin und jetzt nicht irgendwie an die Journalistenschule gegangen bin. Aber das ist genau der gleiche Grund, finde ich, für mich das zu kommentieren, ist eben auch das wieder in den größeren Zusammenhang einzuordnen. Also wenn wir heute zum Beispiel bis vor ganz, ganz kurzer Zeit Rechts- und Linkspopulismus als ostdeutsches Problem verstehen in der Gesellschaft, dann ist das so ein verkürzter Blick und dann auf einmal heißt es, oh, jetzt sind ja doch ein Fünftel der Deutschen insgesamt, die sich irgendwie Richtung AfD zum Beispiel orientieren.
Und auf einmal fällt dieses ganze Erklärungsmuster weg und keiner denkt mal darüber nach, dass das auch vorher eigentlich kein sinnvolles Erklärungsmuster war, wenn man sich nur auf diese ganz kurzen Zeiträume und eben auch wieder nur auf Deutschland versteift und nicht in die europäischen Nachbarländer zum Beispiel auch mal schaut. Und für mich ist sowohl die Außenperspektive, die ich jetzt habe, dadurch, dass ich im Ausland lebe, als auch die Vogelperspektive, die man als Historiker hat, irgendwo doch hilfreich, wenn man nicht einen Tunnelblick hat, sondern irgendwie versucht, das Ganze zu verstehen. Es ist ja durch die Wiederwahl von Donald Trump das auch insgesamt ins Blickfeld gekommen, dass die Welt sich in eine andere Form von politischen Strömungen entwickelt und teilweise spalten sich die Gesellschaften. Und ich glaube, das ist mit diesem Wort Populismus, das seien alles populistische Bewegungen und die muss man bekämpfen. Wenn ich mir den Wahlkampf jetzt angucke, wer macht denn keinen Populismus? Ich frage mich, gibt es vom Historiker aus da eine bestimmte Erklärung? Also für mich ist es interessant, wenn man sich mal die Wahlversprechen und Programme anguckt, die in Zeiten, gerade in Westdeutschland, in der Bundesrepublik, passiert sind, wo es noch sehr, sehr breiten Konsens gab für die etablierten Parteien. Also wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, in die 60er, 70er oder auch in die 50er Jahre guckt, und sieht, dass eigentlich immer so zwischen 80% und 90% der Menschen dort und dann auch nach der Wende noch für die Union oder die SPD gestimmt haben und die beide zusammen einfach auf fast die gesamte Bevölkerung ausgelegt war. Und dann guckt man, was die Wahlversprechen damals waren und man sieht eigentlich Sachen dort stehen, die heute als Populismus gelten würden. Also da wird dann zum Beispiel gesagt, Deutschland ist kein Einwanderungsland in den 80ern. Das steht so offen im Koalitionsvertrag zwischen der Union und der FDP drin. Wenn man das heute sagen würde, würde das A nicht mehr der Wahrheit entsprechen und B würde das sehr, sehr stark nach, wir wollen hier eine monokulturelle Gesellschaft haben und nichts anderes zulassen klingen. Aber das war das, was die Menschen damals wollten und das ist das, was heute immer noch viele Menschen wollen, nur dass es eben die Politik sich sozusagen verschoben hat. Und das ist für mich interessant eigentlich, dass sozusagen dieser Vorwurf des Populismus darauf hinausläuft, dass sich die Gesellschaft irgendwie verändert hätte, das politische Establishment gleich geblieben ist und sich irgendwie jetzt die Populisten daran erfreuen, dass die Gesellschaft gespaltener geworden ist. Aber ich glaube, dass es andersrum ist der Fall, dass die Politik sich so weit von der Gesellschaft entfernt hat, die eigentlich, wenn man, wie gesagt, die Umfragewerte und sowas mal anguckt, sich nicht groß verändert hat in der Hinsicht. Als das, was Menschen wollen, ist immer das Gleiche. Es ist Stabilität und das ist eben auch soziale Stabilität. Das ist Sicherheit, die steht immer relativ weit oben und dann eben gute Standards, was Bildung, Verkehr und sowas angeht. Also eigentlich, was die Menschen wollen, hat sich nicht groß verändert, aber die Verhältnisse um sie herum haben sich verändert. Und vor allem auch die Tatsache, dass Politiker das nicht mehr unbedingt annehmen, sondern sagen, nee, ihr seht das falsch, wir müssen das jetzt so und so machen. Und das hat sich, glaube ich, im Westen insgesamt negativ ausgewirkt über die letzten Jahre. Und die Menschen haben das hingenommen, solange die Lebensstandards und Verhältnisse im Land noch tragbar waren. Und wenn das dann eben so Stück für Stück Richtung Krise rutscht, glaube ich, macht sich dann die Wut einfach breit. Also ich habe auch meine Probleme mit diesem Begriff des Populismus, weil es versucht der Bevölkerung zu sagen, dass man hier was falsch sieht oder falsch wählt. Und das ist natürlich, da sind wir wieder bei Brecht, da können wir nicht einfach das Wahlvolk abwählen und ein neues wählen. Da stellt man dann was auf den Kopf, das Demokratieverständnis, was eigentlich immer ja vom Volk ausgehen sollte und damit den ganzen Begriff des Populismus vielleicht etwas schwierig macht. Die Menschen spüren das, weil sie haben nicht mehr das Gefühl, dass es Glücksversprechen, was ihnen die Politik und der Staat eigentlich immer schenken soll, dass das irgendwo vielleicht zu ihren Lebzeiten noch eingelöst werden kann. Also sie haben da so ein bisschen ein Problem damit, dass sich das in so ferne Zukunft verschiebt, dass es nicht mehr auf sie zutrifft. Ja, und auch wenn Menschen auch nur noch zu einem Wirtschaftsfaktor werden für große Firmen und für die Wirtschaft insgesamt, hat man da, glaube ich, auch einfach weniger Anknüpfpunkte. Also wenn früher jemand im selben Beruf 40 Jahre lang gearbeitet hat für eine mittelständische Firma, irgendwo den Chef und die Kollegen kennt, vielleicht nach der Arbeit mit denen Fußball spielt oder ein Bier trinken geht, dann ist man ja irgendwo da eingebunden. Man will, dass es der Firma gut geht. Das gab ja auch viel, viel weniger Krankheitstage und so weiter früher, als es heute der Fall ist. Und man hat sich nicht so gefühlt, als wenn man so morgen seinen Job verlieren könnte und dann vielleicht irgendwas anderes macht und immer nur eine austauschbare Zahl in irgendeiner Tabelle ist für die Menschen, die da quasi die wirtschaftliche Situation und die Firma beobachten, ob es ihr gut geht. Und das ist, glaube ich, auch so ein Faktor, den man zu lange ignoriert hat, weil man irgendwie davon ausgegangen ist, nach dem Ende des Kalten Krieges, jetzt hat der Kapitalismus und das marktwirtschaftliche System gewonnen, jetzt brauchen wir quasi
nicht mehr darauf achten, was hier auch sozial mit der Gesellschaft, mit den Menschen passiert, während man, glaube ich, während des Kalten Krieges das Spannungsverhältnis zwischen Kommunismus und Kapitalismus da hatte, das Vergleichssystem bestand und man musste immer darauf achten, auch die linken Gruppen bzw. die Arbeiter, die im Kapitalismus existieren, sozusagen glücklich zu halten, sodass man nicht sagen kann, warum haben die eigentlich kostenlose Kinderversorgung oder ein Gesundheitssystem, was jeder einfach nutzen kann sozusagen. Und da war einfach eine Konkurrenz zwischen den zwei Systemen da, die sich auch auf den Kapitalismus ausgewirkt hat, in der Hinsicht, als dass die soziale Marktwirtschaft als der Standard galt. Und nach dem Ende des Kalten Krieges ist, glaube ich, eine Situation eingetreten, wo man einfach darauf keinen Blick mehr hatte und haben musste, weil die Konkurrenz ja nicht mehr bestand. Und man sagen konnte, okay, man geht jetzt dann komplett Richtung freie Marktwirtschaft und das hat natürlich Auswirkungen auf Arbeitsverhältnisse. Wir haben es ja auch gesehen mit den Nullverträgen zum Beispiel, als die reinkamen, dass es einfach ganze Berufsstrukturen sozusagen erodiert und damit auch die Sachen, die für Menschen, gerade in Deutschland, wo Arbeit eigentlich immer ein zentraler Identitätspunkt eigentlich ist, also wo man sagt, ich bin Lehrer oder ich bin Mechaniker und das ist Teil der eigenen Identität. Und wenn das nur noch für ein paar Jahre gilt und dann ist man wieder irgendwas anderes danach, glaube ich, da ist irgendwas Größeres im Rutschen, was auch die Menschen ärgert und was man, glaube ich, nicht so unbedingt jeden Tag feststellt, weil man ja in seinem Alltagstrott auch drin ist. Aber wenn dann eben diese Krisen eintreten, macht sich eine gewisse Unzufriedenheit breit, die man vielleicht gar nicht an irgendeinem speziellen Faktor festmachen kann, aber wo diese ganzen Verschiebungen irgendwie alle eine Rolle spielen und man eigentlich das Gefühl hat, man ist nicht mehr sicher in seiner Positionen in seiner Zukunft. Wir haben ja heute es mit Investoren zu tun. Man weiß gar nicht, wer dahinter steht. Das ist so Investoren eben und die machen natürlich, die machen nicht gerade viel für soziale Integration innerhalb einer Gesellschaft. Ja, und die persönliche Beziehung fehlt auch einfach. Also wenn man dann nur noch, wenn man Investor ist in eine Firma und man hat noch ein ganzes Profil irgendwo noch von 300 anderen Firmen, in die man auch investiert hat oder Sektoren, dann ist ja im Endeffekt nur noch relevant, was an Profit dabei sozusagen rauskommt. Und es interessiert einen auch nicht wirklich, wenn ein Arbeiter, der seit 20 Jahren in der gleichen Firma gearbeitet hat, darüber nachdenkt, ob er dort noch arbeiten möchte, dann greift man ja da nicht ein, sondern das ist dann halt so, das sieht ja in der Tabelle immer noch genauso aus, wenn der durch jemanden anders ersetzt wird, der gerade erst reingekommen ist. Macht sich sozusagen in Zahlen ja nicht bemerkbar, aber wenn man in der eigenen Firma einen Mitarbeiter hat, auf den man sich verlassen kann und den man kennt und der sagt einem, können wir mal reden, ich bin hier unzufrieden, dann überlegt man vielleicht, ob man lieber nochmal 200 € drauflegt oder die Arbeitsbedingungen verbessert, wenn man den behalten möchte. Und das gibt dann insgesamt ein völlig anderes Gefüge innerhalb der Wirtschaft, wenn man einfach selber investiert ist in die, also ich meine das jetzt auch nicht mal unbedingt, also mit meiner Wortwahl hier, die sich dann mit dem Investieren sozusagen auf eine ganz andere Sache bezieht, aber dass man einfach selber als Arbeiter auch eine Beziehung zu dem hat, was man da macht und für wen man das macht. Das, glaube ich, verschiebt sich Stück für Stück. Ja, die Entpersönlichisierung, ja. Ja, damit wären wir eigentlich auch wieder ein Stück weit bei Marx, der ja auch argumentiert hat, dass das Verhältnis zwischen dem Produkt und dem Arbeiter sich immer weiter sozusagen entfernt und dass das weder der Wirtschaft sozusagen hilft, noch dem Arbeiter selber. Und das ist, glaube ich, wirklich sowas, was wir völlig aus dem Blick verloren haben, weil eben, wie gesagt, diese Konkurrenzmodelle als Verfallsmodelle des 20. Jahrhunderts einfach nicht mehr relevant erscheinen und man sich deshalb sagt, okay, es ist ja alternativlos, wie man in Deutschland immer so schön sagt, und es ist jetzt eben so und da wird dann weniger drüber nachgedacht. Aber das sind, glaube ich, wirklich Sachen, die sich politisch auswirken und wenn dann jemand kommt, gerade von der populistischen Seite, der sagt, ich bringe wieder Würde oder Identität oder was auch immer wieder zurück, irgendwas, woran man sich festhalten kann, dann wird das eben sehr, sehr dankbar angenommen von bestimmten Gruppen innerhalb der Bevölkerung. Ich komme jetzt nochmal auf dieses Buch zurück, warum Sie ja eigentlich hier sind. Sie haben in dem Buch, es sind ja 10 Kapitel mit vielen Unterkapiteln und die führen Sie meistens ein über eine persönliche biografische Erfahrung in der DDR, sind dann zum Thema gekommen. Da steht für mich die Frage, haben Sie erst die Themen sich alle aufgeschrieben und dann haben Sie geguckt, wen könnte ich jetzt da mir als Zeitzeuge für dieses Thema aussuchen oder gewinnen oder umgedreht? Also meistens war es tatsächlich so rum, dass ich versucht habe, ein bestimmtes Thema oder ein bestimmtes Argument in das Buch reinzubringen und dann habe ich versucht, jemanden zu finden, der das Ganze illustriert, beziehungsweise an dem ich das verbeispielen oder verkonkretisieren kann. Und das war nicht immer leicht, weil man ja zum Teil sehr spezielle Themen und auch in einem sehr speziellen Zeitraum braucht. Und haben Sie die im persönlichen Umfeld, haben Sie da eine Annonce gemacht oder wie sind Sie auf die Leute gekommen? Also einige, gerade in den früheren Kapiteln, wo ich ja dann doch sehr, sehr spezielle Sachen auch wollte oder beziehungsweise auch zum Teil
mussten das ja auch Leute sein, wenn es zum Beispiel um die Politik geht, dann brauchte ich ja Leute, die tatsächlich einen Einblick hatten in das Innenleben des Politbüros zum Beispiel oder hinter die Kulissen sozusagen. Deshalb habe ich auch Lothar Herzog zum Beispiel, ja, interviewt. oder auch mit Egon Krenz dann geredet, weil er hat ja auch das Ganze erlebt, den ganzen Zeitraum. Und das waren so Sachen, wo ich dann wirklich nach speziellen oder bestimmten Personen auch einfach gesucht habe oder beziehungsweise wo es auch zum Beispiel Memoiren gab, also einige der Wirtschaftsfunktionäre, von denen scheinen ziemlich viele dann Memoiren auch einfach nach der Wende noch geschrieben zu haben, die natürlich wie alle Zeitzeugen immer auch mit ein bisschen Vorsicht zu genießen sind. Der Zeitzeuge ist der Feind des Historikers, nicht? Das sehe ich anders. Also der Meinung war ich tatsächlich noch nie, sondern das muss man mit einbinden, glaube ich, die Leute und deren Erfahrungen. Aber manchmal war es auch andersrum. Also manchmal hatte ich auch, als ich dann einfach erzählt habe, und deshalb ist es auch von Vorteil, wenn man selber aus diesem Raum auch kommt. Man erzählt dann irgendwo beim Familientreffen oder wenn man Freunde trifft oder wo auch immer, dass man an irgendwas Bestimmten arbeitet und dann sagt eben jemand, ich kenne hier so und so, der das und das gemacht hat und wäre das interessant. Und manchmal war es interessant, manchmal war es auch nicht relevant, weil ich schon was Ähnliches hatte. Und das war dann nochmal andersrum manchmal so, dass man versucht hat, sozusagen ein konkretes Beispiel zu nehmen und dann zu überlegen, warum ist das eigentlich so passiert. Also zum Beispiel wurde der Mann, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der auf der Trasse gearbeitet hat. Das war was, wo ich auf so einem Umfeld gehört habe, der war auf der Trasse und der redet immer noch darüber mit einer Begeisterung. Und da habe ich mich dann gefragt, warum geht man freiwillig für mehrere Jahre von seiner Familie weg, irgendwo in die sowjetische Pampa und sitzt in so einem, sozusagen irgendwo mitten im Nichts in der Kälte, macht schwere physische Arbeit. Warum macht man das? Und das wollte ich wissen. Und dann habe ich mit ihm auch lange darüber geredet und er hat mir dann seine Geschichten erzählt und so. Und dann kam ihm so Stück für Stück raus, ihm war das alles zu trist und zu langweilig in den 80er Jahren und er wollte ein Abenteuer und dann war auf einmal dieses FDJ-Jugendprojekt stand wieder im Raum und dann hat er gesagt, okay, dann habe ich jetzt eben mein Abenteuer. Und das konnte er dann seiner Frau und seinen Kindern entsprechend verkaufen, weil er auch ein bisschen mehr verdient hat, beziehungsweise dann natürlich auch ein Wartburg kaufen konnte hinterher von dem Geld ohne Wartezeit. Und das waren so Sachen, wo er das dann rechtfertigen konnte. Also hätte er jetzt zu seiner Frau und zu seinen Kindern gesagt, so, ich nehme mir jetzt einen Rucksack und ziehe irgendwie durch den Ostblock, das wäre, glaube ich, schwierig geworden. Aber so war das halt eine Situation, wo er mal raus konnte, was anderes machen konnte. Und das hatte ich in verschiedener Art und Weise schon woanders gelesen und gehört. Und das hat für mich dann so eine gewisse Grundstimmung der 80er auch wieder ein Stück weit wiedergespiegelt, die viele empfunden haben, dass diese Anfangszeit der DDR irgendwo vorbei war. Es hatte sich alles einigermaßen stabilisiert, aber es ging dann auch irgendwo nichts mehr voran. Und diese Tristesse, die ich da so ein bisschen beschreibe, die kam dann so Stück für Stück aus den Anekdoten, hat sich das für mich kristallisiert. Also diese Grundstimmung so, und was jetzt, was machen wir jetzt hier mit dieser DDR? Und dass da eben viele sich so ein bisschen festgefahren hatten. Also es ging auch andersrum manchmal, dass ich aus den Anekdoten, die ich gehört habe, dann auch selber Schlüsse ziehen konnte, ohne dass die für mich schon von vornherein klar stehen, weil ich muss ja auch mir das Ganze, wie jeder andere Historiker, das ganze Bild erstmal erarbeiten. Also man kann nicht nach Beispielen suchen, wenn man noch gar nicht weiß, wonach man eigentlich schaut. Also manchmal muss man sich da auch ein Stück weit also in welche historische Zusammenhänge man die Person sucht, nicht? Also an welcher Stelle er ist, in welcher Beziehung, in welcher Relation er im sozialen Raster eigentlich der Gesellschaft steht. Genau, und manchmal hat man das Raster schon vor Augen und sucht nach einem bestimmten Beispiel dafür und manchmal ist es andersrum, man hat noch nicht so richtig ein festes Bild von irgendwas und man versucht über die ganzen kleinen Einzelteile irgendwo das Mosaik zusammenzusetzen und dann einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, jetzt verstehe ich das, glaube ich. Und das sind auch so Sachen, die mir jetzt auch, nachdem ich das Buch geschrieben hatte und jetzt mit vielen Leuten natürlich einfach ins Gespräch gekommen bin darüber, ist mir das auch immer wieder klar geworden, wie sehr auch der Einzelne, gerade bei der DDR-Geschichte, immer davon ausgeht, dass die eigene Geschichte die Geschichte der DDR ist. Wie sehr der Einzelne auch gar kein Bild davon hat, was eigentlich insgesamt passiert ist. Und wenn mir dann immer jemand sagt, ja, ich war ja da, was wissen Sie schon? Dann sage ich immer, naja, wo sind Sie denn aufgewachsen? Ja, okay, in Magdeburg. Okay, und jetzt wissen Sie, wie sich jemand fühlt, der in Rostock auf der Werft irgendwo gearbeitet hat in den 1950er Jahren. Das ist eben nicht so. Und dieses Zusammensetzen war wirklich auch Teil dieser Arbeit sozusagen, die sehr mühselig war einfach aus diesen ganzen kleinen Einzelgeschichten, ob man die nur in Zeitzeugengesprächen hat oder in Memoiren oder in Dokumenten oder im Archiv, also daraus irgendwie größere
Muster zu formen. Das war eigentlich auch Teil der Aufgabe, die ich mir da gestellt hatte. Sie kriegten ja dann auch ordentlich böse Kritik. Also in Deutschland ist das Buch doch auf mehr auf Kritik gestoßen als auf Zuneigung. Vielleicht bei den Lesern auf Zuneigung, das ist ja ganz gut verkauft worden. Aber bei der Kritik ist es doch auf größeren Widerspruch gestoßen. Mir ist aufgefallen, dass, ich sag mal so, die schärfsten Kritiker eigentlich aus einer anderen Generation kommen. Kann das sein, dass viele von diesen Historikern oder Journalisten, die aus einer anderen, also älteren Generation kommen, dass die ein bisschen Angst haben, dass eine jüngere Generation die Deutungshoheit vielleicht ankratzt oder übernehmen will? Das ist auch ein sehr schönes deutsches Konzept. Ich habe das mal versucht, in England irgendwo zu erklären, weil jemand das immer in der deutschen Presse gelesen hatte, auch über die Deutungshoheit, was das Konzept überhaupt ist. Ich glaube, das hat zum Teil damit zu tun, also gerade diese ältere Generation, die sich ja auch, also schon als Historiker und auch als Beobachter der Zeit fühlt, aber eben auch als Zeitzeugen unterwegs sind. Also die haben ja auch eine sehr, sehr spezielle eigene Beziehung zur DDR, entweder weil sie dort selber gelebt haben und Erfahrungen gemacht haben, oder wie Norbert Pötzl auf der sozusagen westlichen Seite dagegen angeschrieben haben, aber trotzdem natürlich dann auch in einem System gelebt haben, wo die DDR sozusagen ein aktives Feindbild war. Und egal, ob man jetzt im Westen oder im Osten damit aufgewachsen ist, dieser Hass auf die DDR, der persönliche Hass oder die persönliche Feindschaft diesem Staat gegenüber, spielt natürlich eine Rolle darin, wie man darüber schreibt. Und dieser Hass ist natürlich schwer aufzubauen, wenn man über eine Zeit schreibt, die einen selber nicht berührt hat in der Hinsicht. Also wenn ich jetzt ein Buch über die Agrarkrise im Spätmittelalter schreibe, dann kann ich auch darüber schreiben, wie gut oder schlecht das für die Menschen war, die dann entweder gehungert haben oder mehr Land bekommen haben oder wie auch immer. Oder über die Pest oder über den Bürgerkrieg. Auch alles ganz schlimme Sachen, aber ich werde nicht persönlich wütend oder traurig darüber sein, dass vor Hunderten von Jahren der Menschheit in Deutschland oder in den deutschsprachigen Gebieten irgendwas passiert ist. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, den die Generation fürchtet, ist, dass Menschen wie ich oder Menschen, die noch jünger sind als ich, diesen persönlichen Bezug zur DDR nicht in der Hinsicht haben, also die eigenen Erfahrungen nicht gemacht haben und deshalb natürlich versuchen, was zu rekonstruieren, was ihnen selber nicht emotional sozusagen so am Herzen liegt, wie das bei denen der Fall ist. Und das hat Vor- und Nachteile, aber man geht da doch ganz, ganz anders ran. Also für mich, und wir haben ja den Vergleich schon gezogen zum Kaiserreich zum Beispiel, ist die DDR nicht viel näher dran in meinem eigenen psychischen Zustand, mit dem ich darüber schreibe quasi. Interessiert mich und wühlt mich das genauso viel oder wenig auf wie zum Beispiel das Kaiserreich oder die NS-Zeit. Und das ist halt eine ganz, ganz andere Herangehensweise. Und da glaube ich schon, da spielt ein Stück weit Angst mit, was passiert, wenn wir nicht mehr hier sind und wenn wir diese Geschichte abgeben müssen an andere. Und das macht sich, glaube ich, eher bei älteren Menschen bemerkbar als bei jüngeren, die ja genauso wie ich oder andere dann noch einen längeren Zeitraum haben, um darüber zu reden oder darüber zu schreiben. Und das andere, glaube ich, was eine Rolle spielt, ist einfach das ist, glaube ich, auch das gewesen, was einige Kritiker auch gestört hat in Deutschland an dem Buch, ist, dass ich mit einem entsprechenden Ton eben auch über die DDR schreibe. Also da schwingt kein Hass oder keine Emotionalität in der Hinsicht mit. Und natürlich wähle ich ab und an mal Adjektive oder Satzstrukturen, die eine gewisse Wertung natürlich auch abgeben. Aber der Grundtenor dessen ist nicht, dass ich diesem Staat sozusagen mit meiner eigenen Gefühlswelt begegne, sondern eben versuche, das relativ neutral sozusagen aufzuarbeiten. Und deshalb ist das, glaube ich, auch im Ausland, wo man eben auch anders damit umgeht, weil es nicht die eigene Geschichte ist, anders angekommen. Also das Buch ist mittlerweile in 16 Sprachen übersetzt und es hat sich wirklich keiner darüber so echauffiert wie die deutsche Öffentlichkeit sozusagen. Und Sie haben es ja auch schon erwähnt, das ist natürlich auch mal ein Bild, was nicht unbedingt die Leserschaft wiedergibt. Also das ist nicht nur, es wird dann immer so abfällig gesagt, naja, was verkauft sich gut? Das ist ja nicht nur das Verkaufen, sondern auch die Reaktion der Leser darauf. Also ich kriege wirklich immer noch E-Mails und Briefe geschickt. Man kontaktiert den Verlag. Also das sind immer noch Leute, die sich wirklich in Ost- und Westdeutschland mit dem Thema intensiv beschäftigen. Und dann auch emotional darauf reagieren. Also das ist nicht nur so, es verkauft sich gut, weil es irgendwie lesbar geschrieben ist, sondern das macht wirklich was, auch mit den Menschen sich damit zu beschäftigen. Und das ist was, warum ich immer das ein bisschen ablehne, wenn die Leute sagen, es ist in Deutschland so negativ angekommen. Das war eine sehr schmale Feuilleton-Debatte, die sich da abgespielt hat, beziehungsweise eine Debatte, die sich innerhalb der Aufarbeitungsszene sozusagen um die DDR herum abgespielt hat. Aber die breite Öffentlichkeit hat sich 2023, nicht nur durch mein Buch, sondern auch durch andere Bücher, nochmal ganz neu und ganz anders mit Osten, mit dem Westen, mit der Wiedervereinigung, mit der Einigkeit von Deutschland beschäftigt. Und das zu erreichen, kann man nicht einfach so abtun, als wenn man sagt, oh, das Buch ist hier negativ angekommen. Also so war es
ja nicht, sondern es hat auch viele, viele Menschen bewegt und das ist auch bei vielen Menschen sehr, sehr positiv auch angenommen worden. Na, wir haben einen Film gemacht über die chilenischen Flüchtlinge nach dem Putsch 1973, die nach Deutschland gekommen sind, ins Exil, jetzt alle so zwischen 50 und 60. Und da war auch erstaunlich, dass die chilenischen Flüchtlinge, die in der DDR waren, ja so mit einem sehr positiven Bild zurückgekehrt sind. Die haben ja teilweise 15 Jahre hier gelebt. Sie zeichnen ein ganz anderes Bild. Und das ist ja schon ein Unterschied, ob ich von außen, und das sind ja Leute eigentlich von außen, die haben zwar hier drin gelebt, aber sie kommen von außen, sind wieder nach außen gegangen und nehmen ein ganz anderes, ein bestimmtes Bild mit, was durchaus auch Alltag ausmacht, den ja der Mensch aufnimmt. Der Mensch nimmt ja nicht die Strukturen auf und liest jeden Tag ein Parteitagprotokoll, sondern seinen Alltag, den interiorisiert er. Und das war so eine spannende Sache, weil das uns dann teilweise auch ein bisschen vorgeworfen wurde, die würden zu positiv über die DDR reden. Kann man ihnen aber nicht verbieten. Ja, und ich habe das auch tatsächlich jetzt auch über die letzten Jahre sehr, sehr häufig erlebt, dass mir Menschen in Großbritannien, in Österreich, in den Niederlanden, in den skandinavischen Ländern gesagt haben, dass sie für mehrere Jahre oftmals in der DDR auch gelebt haben. Also zum Beispiel durch akademische Austauschprogramme oder als Sprachenlehrer. Oder aus verschiedenen anderen Gründen. Ich hatte mit einer Filmemacherin aus den USA zum Beispiel auch gesprochen, die ja auch viel Zeit verbracht hat in Ostberlin. Und die haben natürlich eine ganz andere Perspektive darauf, aber die sind natürlich auch anders, also die haben ja hier auch anders gelebt, so dass sie eben nicht längerfristig eingebunden waren und zum Beispiel durchs Bildungssystem gegangen sind oder bestimmte Sachen so erlebt haben, wie sie DDR-Bürger erlebt haben. Aber das ist eine interessante Perspektive, weil die ihre eigene Lebenswelt ja in die DDR mit hineingebracht haben, dann dort die Vergleiche ziehen zwischen dem Land, wo sie herkommen und dem, was sie dort in der DDR vorgefunden haben und dann das wieder reflektieren über die Zeit hinweg. Und das ist nochmal eine ganz, ganz eigene Perspektive, die oftmals erstaunlich positiv ist. Also das habe ich jetzt auch viel gehört durch das Buch und die Gespräche, die dadurch entstanden sind. Man soll natürlich nicht auseinandergehen, ohne dass ich deutlich sage, Sie haben natürlich an der Beispiel der Geschichte von diesem Jöris, der ist ja über 100 Jahre alt geworden, deutlich gemacht, zu welchen grausamen, man kann schon sagen, Behandlungen von Menschen es in der DDR gab. Er war ja von den Russen eingesperrt, dann noch später sogar noch von der Staatssicherheit, und er hat in Hohenschönhausen in diesem berüchtigten U-Boot gesessen. Sie haben also auf diese Dinge ja durchaus auch deutlich hingewiesen, nur ist nicht in jedem Kapitel wieder darauf heruntergebrochen, weil man findet natürlich auch in jedem Kapitel, ob das nun jetzt der Beginn ist, das Herausschälen sozusagen der DDR nach nach Moskauer Vorgaben. Man könnte natürlich auch wenn man das Thema Frauen anspricht, ja, dann könnte man das auch runterbrechen und dann die Frauen suchen, die jetzt in besonderer Weise Opfer geworden sind. Ja, ich habe versucht, da eine relativ breite Bandbreite auch zu finden an Menschen. Also sowohl welche, die zufrieden waren, als auch welche, die Opfer geworden sind, beziehungsweise gestorben sind auch oder ermordet worden sind. Also das habe ich versucht, so weit wie möglich abzudecken. Und ich glaube, was da auch wieder angestoßen ist, ist, dass ich dann eben entsprechend die Opfer und auch die Dissidenten versucht habe, entsprechend ihrer Proportion an der Gesellschaft dort auch mit einzubinden. Also sprich, die Vorstellung, dass irgendwie jeder in der DDR oppositioneller war, manche haben es nur nicht gezeigt, ist, glaube ich, etwas zu groß gegriffen. Also ich habe versucht sozusagen innerhalb der Gesellschaft, auch die Mehrheitsgesellschaft, die einfach eben ihren Alltag in der DDR gelebt hat, auch als Mehrheitsgesellschaft in meinem Buch zu belassen. Also die Mehrheit der Menschen dort findet sich irgendwo auf dem Spektrum von zufrieden bis unzufrieden wieder und ist eben nicht an den extremen Enden entweder sozusagen funktionär und völlig dabei bei dem ganzen Projekt, ideologisch auch dabei, oder oppositioneller, sondern die Mehrheit der Menschen in meinem Buch befindet sich auf diesem Mittelspektrum. Zwischen Zwang und Anpassung. Genau. Und dann eben auch die Enden habe ich sozusagen auch mit drin, aber eben in der Proportion, wie ich sie meiner Meinung nach dort auch vorgefunden habe, eben als Minderheiten. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen angestoßen, weil einfach unsere Vorstellung, glaube ich, von der DDR über die letzten 30 Jahre sehr, sehr von Menschen geprägt worden sind, die sich selber entweder als Opfer oder als Widerstandskämpfer sozusagen als Bürgerrechtler sehen und dann entsprechend DDR-Geschichte schreiben und dann viele Menschen versucht haben,
und da wären wir vielleicht auch wieder bei Angela Merkel als Beispiel, viele Menschen eben versucht haben, auch ihre eigene Lebensgeschichte da so ein Stück weit einzusortieren. Also so, dass man sich quasi immer rechtfertigen muss, wenn man jetzt was gemacht hat. Studiert zum Beispiel, ein Fach studiert. Angela Merkel weist immer wieder darauf hin, dass sie Naturwissenschaften studiert hat, weil sie eigentlich wollte sie Geisteswissenschaften, irgendwas Geisteswissenschaftliches machen, aber es wäre zu politisch geworden und Naturwissenschaften haben ihr den Ausweg erlaubt. So hat sie das sozusagen erklärt. Und ich kann mir vorstellen, dass jemand, der zum Beispiel Geschichte in der DDR studiert hat, das nicht einfach so in den Raum stellen möchte, ohne dazu zu sagen oder irgendeine Erklärung dazu mit abzugeben, warum das so ist. Also man kann nicht einfach nur sagen, ich habe Geschichte studiert, weil mich das interessiert hat und weil ich das machen wollte, sondern man muss sich dann irgendwie rechtfertigen oder am besten es gar nicht sagen. Und das ist, glaube ich, sowas, das habe ich halt versucht, damit ein Stück weit aufzuheben. Ich habe versucht, im Kontext der Zeit, in der die Menschen dort gelebt haben, zu erklären, warum sie die Entscheidungen getroffen haben, die sie getroffen haben. Und das war nicht immer eine einfache Aufgabe, weil man natürlich heute mit Zeitzeugen auch spricht. Also zum Teil hatte ich ja Dokumente von der Zeit. Und es hat das dann erlaubt, wenn man einen Tagebucheintrag hat oder einen Brief oder was auch immer, dann ist es natürlich leichter, von der Zeit heraus auszugehen. Aber heute, wenn man mit jemandem spricht und der erzählt einem irgendwas, was er in den 1950er Jahren gemacht hat, muss man natürlich immer überlegen, inwiefern spielen dann jetzt die Reflexionen, die man in der Zwischenzeit getan hat, eine Rolle, beziehungsweise inwiefern fühlt sich der oder diejenige so, als wenn sie jetzt irgendwas anders erklären müsste als vorher. Und das waren alles so Sachen, die, glaube ich, angestoßen sind, einfach weil zum Teil nachvollziehbar gemacht worden ist, warum bestimmte Entscheidungen getroffen worden sind oder warum Menschen bestimmte Sachen gemacht haben, ohne dass ich das dann in dem Moment auch werte, sondern einfach das so stehen lasse. Und das ist eine sehr, sehr unübliche Art und Weise, über die DDR zu sprechen und zu schreiben in Deutschland. Und das macht vielen, glaube ich, Angst, weil man dann denkt, oh, wenn das jetzt die Leser nachvollziehen können, warum das und das passiert ist, vielleicht finden die das dann wieder gut und dann ist wieder die Angst da, dass irgendwo die Diktatur wieder zurückkommt. Der Rechtfertigungsdruck, der den DDR-Bürgern auferlegt wurde nach 1990, also wenn Sie jetzt mal eine Studie machen würden über die Medien im Jahr 1990 bis 2000, das war ja für jeder de facto, hatte, wenn er sich in die Öffentlichkeit begeben hat, erstmal einen Rechtfertigungsdruck. Er musste sich erstmal überhaupt rechtfertigen. Ich sage mal so, dass er berechtigt ist, überhaupt was öffentlich zu sagen. Und dadurch sind wahnsinnig viele Opfergeschichten entstanden. Ich sage mal so, der Mainstream hatte sich darauf eingeschossen, so muss man jemanden aus dem Osten erstmal präsentieren. Also am besten, er hat eine sehr schöne Opfergeschichte. Ich glaube, das ist tatsächlich auch also nicht mal unbedingt, dass die Leute das selber so darstellen wollten, sondern tatsächlich die Vorstellung, dass man das so machen muss oder so machen soll, wenn man irgendwie weiter Erfolg haben will. Und ich glaube, es ist nicht mal nur in der Öffentlichkeit, sondern es sind ja auch sehr, sehr viele Leute auch in den Westen dann auch gezogen, beruflich quasi, die jetzt nicht mal unbedingt nur in der Öffentlichkeit standen, sondern einfach beruflich neue Wege gegangen sind und dann auf einmal sich irgendwo in Bayern oder im Ruhrgebiet oder irgendwo wiedergefunden haben zwischen Menschen, die sich wenig mit der DDR auskannten und die eine bestimmte Erwartungshaltung natürlich selber hatten, was in der DDR vorgefallen ist und wie das gelaufen ist. Und die natürlich selber, man geht ja mal davon aus, dass der Westen irgendwie so völlig frei und ideologiefrei war, aber die sind natürlich selber auch im Kalten Krieg groß geworden und haben mit dem Feindbild irgendwo gelebt und sind damit aufgewachsen und haben bestimmte Erwartungshaltungen an die DDR gehabt, so Mängelwirtschaft und sowas. Und das hat man dann, glaube ich, auch relativ schnell auch bedient irgendwie, oder viele haben das dann auch bedient, diese Klischees, einfach weil es eine leichtere Art und Weise war, aus diesem Gespräch irgendwo wieder rauszukommen. Also ich hatte zum Beispiel auch jetzt mit einer Journalistin vor kurzem gesprochen, Sabine Rennefanz, öffentlich auch. Die war mal bei der Berliner Zeitung, ne? Die war auch bei der Berliner Zeitung und schreibt jetzt für den Spiegel. Und die sagte mir, dass als sie in Hamburg studiert hat, damals als junger Mensch sozusagen nach der Wende, dass sie diese Fragen einfach irgendwann leid war. So, habt ihr jetzt schon Autos? Gibt es bei euch was zu essen? Habt ihr Badewanne und so? Und sie wollte nicht jedes Mal diese Diskussion wieder führen. Und dann hat sie irgendwann einfach angefangen, hat sich ihren Akzent hat sie abgelegt. Und das hört man ja auch oft von Menschen aus dem Osten, dass man so seinen Dialekt und seine Art und Weise zu sprechen irgendwie neutralisiert, dass man das nicht mehr hört, wo man herkommt. Hat das sozusagen abgelegt, sich Hochdeutsch angewöhnt und dann behauptet, sie kommt aus Bremen. Dann habe ich gefragt, warum Bremen? Dann hat sie gesagt, nein, niemand fragt nach Bremen. Das ist so eine Stadt, die irgendwie halbwegs neutral ist. Und dann musste sie sich einfach keine Fragen mehr anhören. Dann war das so, ja, okay, die kommt aus Bremen, ist dann halt so. Das fand ich wirklich auch, also ohne dass sie jetzt gesagt hätte, sie hätte sich jetzt geschämt für ihre DDR-Vergangenheit beziehungsweise ihre Ostvergangenheit, aber einfach dieses Vermeiden dieser Kategorisierung des Menschen als entweder irgendwie Opfer oder Täter oder jemand, der aus irgendeiner komischen Region kommt,
Das ist, glaube ich, so eine Melange, die ganz, ganz viele dazu gebracht hat, irgendwie anders über ihre Vergangenheit zu reden, als das vielleicht tatsächlich dann vorgefallen ist. Und man wollte auf gar keinen Fall als Mittäter oder als Mitläufer dieses Systems, was dann natürlich gefallen war, sozusagen irgendwie dargestellt werden. Und dann sind, glaube ich, viele solche Geschichten entstanden, wo man dann die eigene Wehrdienstverweigerung zum Beispiel oder bestimmte Sachen dann einfach, die wurden dann immer höher stilisiert auch. Also wenn man irgendwas nicht gemacht hat, was man machen sollte, wurde das dann über die Jahre sozusagen immer heroischer und immer ein größerer Akt sozusagen des Widerstandes gegen das Regime, einfach weil das erwartet wurde auch. Also die Dynamik hat dann so ein bisschen Fahrt angenommen, glaube ich, in den 90er Jahren. Ja, es gibt ja eine ganze Menge wirklicher Oppositioneller, die also auch jahrelang in Oppositionskreisen und in der Kirche oder in Basisgruppen gearbeitet haben. Sehr viele von denen sind heute vergessen. Ja, und die Kirchen sind eigentlich auch ein klassisches Beispiel dafür, wie man das fehlinterpretiert hat. Auch also diese Annahme zum Beispiel, und das ist ja heute immer noch so, wenn man über die DDR irgendwas liest, diese aggressive Antikirchenpolitik, die die DDR betrieben hat, damit gleichzusetzen, dass das alle Menschen persönlich betroffen hat, ist zum Beispiel so ein Trugschluss. Also man ist ja erstmal irgendwie davon ausgegangen, dass sich die Kirchen sofort wieder füllen werden nach 1990 und sich die Strukturen wieder aufbauen. Und das Gegenteil von dem, was passiert ist, ist immer weiter sozusagen säkularisiert. Und jetzt ist Ostdeutschland, soweit ich weiß, die einzige atheistische Mehrheitsgesellschaft der Welt sozusagen. Und das kann man nicht erreichen, nur über Druck und nur über Unterdrückung. Und das ist sowas, wo man hinterher überhaupt nicht reflektiert hat, Moment, warum gehen die Leute jetzt nicht dahin zurück? Also irgendwo ein Stück weit hat man sich ja dann mit der Situation irgendwie arrangiert oder ist damit dann einfach als normal auch aufgewachsen. Und das wird dann hinterher auch immer so gesagt, naja, ich war ja Sohn von dem und der war in der Kirche und deshalb war es für mich schwierig. Aber auf der anderen Seite ist die Mehrheit der Gesellschaft ja in diese Richtung gerückt und damit war das dann sozusagen auch normal, dass man ohne diese Strukturen irgendwo aufgewachsen ist. Und das war dann auch keine besondere Opfergeschichte mehr in der Hinsicht, sondern einfach sowas, was die ganze Gesellschaft betroffen hat. Und das wurde, glaube ich, auch nie so richtig reflektiert im Nachhinein auch, warum das dann auch nach der Wende noch so geblieben ist. Und man kann das gleiche Muster ja auch auf verschiedene andere Sachen auch übertragen. Also Frauen wäre so ein klassisches Beispiel. Wenn die Idee eben ist, dass diese Frauen, die armen Frauen dazu gezwungen worden sind, irgendwie zu arbeiten, so als wenn man sie auf dem Fabrikboden irgendwo angekettet hätte, dann wäre davon auszugehen, dass die sofort wieder alle Hausfrau und Mutter werden wollten. Aber das wollten die meisten ja nicht, sondern sind dann tatsächlich in der Arbeitslosenstatistik aufgetaucht, weil sie eben nach Arbeit gesucht haben. Und das ist auch nie richtig so durchgedacht worden, dass das vielleicht auch ein Stück weit dann mitgemacht worden ist von der Gesellschaft. Und nicht nur, weil man musste, sondern weil das einfach ein Modell war, was sich dann Stück für Stück etabliert hat. Das hat, glaube ich, auch viel mit verdeckten Strukturen auch zu tun, die nicht so richtig aufgearbeitet worden sind, weil man gar nicht zur Kenntnis genommen hat, dass eine ganz andere Gesellschaft einfach auch wirtschaftlich entstanden ist im Osten. Also dass dadurch, dass man ja nicht so wirklich Vermögen aufbauen konnte in der DDR und entsprechend dann also auch keine finanziellen Rücklagen hat, dass zum Beispiel, wenn man akademisch Karriere machen will, das sehr, sehr schwierig ist ohne jegliche Rücklagen. Und man kennt natürlich auch die ganzen Förderstrukturen nicht so wirklich, weil man da nicht aufgewachsen ist. Die Professoren, die reinkommen, bringen ihre eigenen Netzwerke sozusagen mit, die Richtung Westen dann natürlich vernetzt sind. Und das sind alles Sachen, die, glaube ich, uns jetzt erst bewusst werden, wie sehr das eigentlich auch die Leute hier sozusagen benachteiligt hat in allen Bereichen. Auch, dass man, wenn man hier in einer Firma anfängt, die sind ja alle erst verstaatlicht worden und dann eben verkauft worden und dass dann sozusagen hier gar keine wirtschaftlichen Strukturen entstehen, in denen man eine traditionelle Karriere, sage ich mal, hinlegen kann, dass man sich mit Networking und mit solchen Sachen überhaupt gar nicht auskennt. Also mir war das gar nicht bewusst, als ich an der Uni war. Ich war völlig überrascht, dass die ganzen bayerischen Studenten da immer mit den Professoren so Abendessen waren und so. Das war für mich völlig befremdlich am Anfang. Ich habe das gar nicht nachvollziehen können, warum man mit dem nach der Vorlesung noch irgendwas zu tun haben will. Ich wollte von dem Geschichte lernen und wollte irgendwie was schreiben und wollte lernen, wie man das handwerklich sozusagen alles macht. Ich habe das nicht nachvollziehen können die ersten paar Jahre, bis es dann irgendwann mal eingerastet ist, dass man natürlich da auch persönliche Beziehungen aufbauen muss, dass das alles eine Rolle spielt, während das für die vielen bayerischen Studenten, die wir dann dort hatten, durch die Studiengebühren völlig selbstverständlich war, dass man da so Gruppen aufbaut, Netzwerke aufbaut, an Projekten teilnimmt, sich am besten schon eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle irgendwo relativ schnell irgendwo an Land zieht. Und gerade für den akademischen Bereich, wo vielen, glaube ich, erst jetzt so Stück für Stück klar wird, dass das ein Problem ist. Und wenn die Politik das vielleicht jetzt auch irgendwie so ein bisschen zur Kenntnis nimmt, kann man natürlich auch versuchen, dagegen zu steuern, so wie man das bei anderen Minderheiten in Anführungszeichen ja auch macht, wenn man feststellt, dass es strukturelle Ungleichheiten gibt. Aber ich glaube, das ist auch wieder unter diesem Aspekt, dass das normale Deutschland hergestellt worden ist, irgendwie einfach alles vom Tisch gewischt worden, dass das natürlich
Unterschiede gab über die Zeit hinweg und dass man ganz anders, vielleicht auch naiver an solche Sachen rangegangen ist. Steffen Mau hat ja auch ein Buch geschrieben, Ungleich vereint, warum der Osten anders bleibt. Da ist ja Ihr Buch eigentlich, wenn man so will, das ist sozusagen das Attribut zum Soziologen Mau. Wie fanden Sie dem Mau sein Buch? Also ich fand die Analyse sehr, sehr gut und sehr richtig. Also die Idee, dass er da gesellschaftlich, wirtschaftlich, kulturell sozusagen mal auch auf konkrete Beispiele schaut und dass er auch sagt, dass wir nicht alle diese Sachen weichspülen wollen. Also sagt ja zum Beispiel über die Frauen und das Lohnverhältnis zwischen Männern und Frauen, dass das in Ostdeutschland natürlich viel, viel kleiner und weniger ein Problem ist, weil die Gehälter sozusagen mehr angeglichen sind zwischen Männern und Frauen hier. Das ist ja zum Beispiel was, wo wir uns nicht unbedingt an die westlichen Verhältnisse anpassen wollen. Antisemitismus ist noch so ein Beispiel, das er bringt, der geringer war im Osten in den 90er Jahren als im Westen, wo er auch sagt, wir wollen uns da jetzt nicht angleichen sozusagen und gleichziehen. Und von daher finde ich das schon richtig, erstmal den Ansatz zu wählen, zu sagen, Deutschland ist eine pluralistische Gesellschaft, eine pluralistische Kultur. Warum soll der Osten nicht durch seine 40 Jahre was mit hineinbringen in diesen Flickenteppich, was zum Beispiel Bayern nie abgesprochen worden ist? Seit 1871 war klar, das ist ein Staat, der sehr, sehr zögerlich in diese Einheit hineingegangen ist, der seine eigene Kultur braucht, der sogar seine eigene Partei behalten durfte, auch nach der NS-Zeit noch mit der CSU. Man hat da immer Sonderregelungen gefunden, um sozusagen die Bayern glücklich, aber innerhalb des Landes sozusagen zu halten. Da wurde immer eine Lösung irgendwo gefunden, weil man einfach gesagt hat, die Bayern müssen jetzt nicht aufhören, Bayern zu sein, die können Deutsche und Bayern sein. Also warum sollen die Ostdeutschen nicht Ostdeutsche und Sachsen und Erzgebirger und Deutsche und alle diese Sachen gleichzeitig sein? Das sind alles gestaffelte Teile der Identität und für viele Leute auch sehr unterschiedlich, was da jetzt die oberste Priorität ist und was weiter unten eine Rolle spielt. Also den Ansatz fand ich richtig. Die Lösungsansätze fand ich etwas drüber gestülpt. Also das ging mir dann ein Stück weit zu Bürgerräte, weit, nicht? zu sagen, man braucht im Osten eigene Strukturen. Und das hat sich ja jetzt auch, man sieht das ja jetzt auch, wir reden ja kurz vor der Bundestagswahl 2025, wo man dann doch auch in den Umfragen sieht, dass das, was man vorher für ostdeutsche Eigenheiten gehalten hat, jetzt doch auch Gesamtdeutschland weit eine größere Rolle spielt. Also von daher fällt er da wieder in dieses Muster, wo er eigentlich gegen ankämpfen wollte, dass man sagt, Ostdeutschland ist anders, also brauchen wir andere Strukturen dort. Vielleicht sollte sich die Politik als innerhalb eines demokratischen Systems überlegen, davon auszugehen, was die Menschen wollen und dann das in der Politik wieder zu spiegeln und nicht zu versuchen, sozusagen andersrum den Menschen politische Modelle anzubieten, in der Hoffnung, dass es sie irgendwie umerzieht oder zu anderen Menschen macht oder andere Profile aufbaut. Ich glaube auch nicht unbedingt an diese Theorie unbedingt, dass die fehlenden Parteistrukturen, die es hier nach 1990 nicht gab, jetzt das Grundsatzproblem sind. Im Westen sind ja auch die meisten Menschen nicht in einer Partei und trotzdem irgendwie noch zufriedener mit den existierenden Parteien, als das vorher der Fall war. Für mich geht das wieder auf die Geschichte zurück und vielleicht ist da auch für mich der Historikerblick wieder vorrangig. Aber man hat im Westen sehr, sehr positive Erfahrungen mit der Union und mit der SPD gemacht in der Hinsicht, als dass die Union für den wirtschaftlichen Wiederanfang oder wieder Neuaufbau des Systems in Westdeutschland geführt hat, also sprich das Wirtschaftswunder in den 50er Jahren unter Adenauer, sehr, sehr positive Erfahrungen, dass der Frieden sozusagen auch Wohlstand bedeutet hat in den 50er, 60er Jahren und dass diese Muffigkeit, die dort noch existiert hat, dann von der SPD so ein bisschen aufgeweicht worden ist unter Willy Brandt und Helmut Schmidt, hat dann eben die SPD auch zu einer sehr, sehr positiven Partei gemacht und das hat sich jetzt auch in den letzten Jahren aufgeweicht, aber hat eben länger gedauert, weil man ihnen immer noch so lange diese alte Bundesrepublik, und es gibt eben auch eine Westalgie als Äquivalent zur Ostalgie, diese alte Bundesrepublik, dass es die nicht mehr gibt, wird jetzt auch so langsam offensichtlich. Aber hat eben länger gedauert. Also für mich hat das eher historische Gründe, als sozusagen heute in den Osten zu gucken und zu sagen, es gibt hier keine Demokratiestrukturen. Also ich habe da ganz andere Erfahrungen auch im letzten Jahr gemacht. Es gibt so viele verschiedene Foren, in denen die Menschen diskutieren, wenn man dem was anbietet, wenn irgendwo was ist. Ich war zum Beispiel auf Veranstaltungen in Dresden, in Halle, in Magdeburg. Auch politische Diskussionen, auch zur Meinungsfreiheit, die sind immer gerammelt voll. Die Leute wollen reden, die wollen diskutieren. Es gibt keine Politikverdrossenheit im Osten. Und deshalb glaube ich nicht sozusagen, dass die Lösung jetzt ist, irgendwie andere Strukturen anzubieten, sondern einfach, dass sich die Politik irgendwo ein Stück weit darauf einlassen muss, dass die Menschen ihren Unmut und auch ihre Probleme und ihre Bedürfnisse irgendwie äußern wollen. Und das muss sich eben auch in der Politik niederschlagen.
Also ich habe da sozusagen die erste Hälfte der Maueranalyse, die Maueranalyse selber fand ich sehr gut. Die Zusammenhänge, die er dann daraus erschließen wollte, beziehungsweise die Lösungsansätze, haben mich weniger überzeugt. Du haben Sie geschrieben, diesseits der Mauer, wenn ich das jetzt so höre, mit der Nostalgie müssten Sie jetzt jenseits der Mauer das nächste Buch schreiben, aber Sie haben ein anderes Thema sich gewählt. Das Buch heißt im Englischen Beyond the Wall, also jenseits der Mauer, weil ich ja sozusagen auch jenseits der Mauer über die DDR schreiben wollte. Von daher habe ich das sozusagen schon so ein Stück weit übernommen, diese Sichtweise. Ja, ich habe mir jetzt ein neues Thema ausgesucht, was aber auch sehr, sehr tagesaktuell ist, indem ich mich mit Weimar beschäftige, mit der Stadt Weimar. Zwischen den zwei Kriegen, also zwischen 1919 und 1939. Mit der Stadt Weimar. Mit der Stadt Weimar. Nicht Weimar an sich, also da hatte jetzt gerade Len Sbisky ein riesengroßes Buch dazu geschrieben. Ja. Mit der Stadt Weimar. Mit der Stadt Weimar, weil ich es sehr, sehr interessant finde, dass 1919 irgendwie so eine Art Grundidentitätskrise in Deutschland durch den Ersten Weltkrieg ausgelöst war. Also auch so die Idee, dass irgendwie diese Katastrophe des Ersten Weltkrieges zu was Neuem führen muss, zu einem Neuanfang für Deutschland. Und man dann entsprechend die ganze Republik gleich nach dieser Stadt benannt hat, weil sie eben für Kultur und für Denkertum und für Philosophie und ja, das Dichter- und Denkerland sozusagen steht und eben dazu im Gegensatz zu dem Militarismus und der Aggressivität der Zeit davor. Und sich deshalb sozusagen alles auf Weimar versteift und Friedrich Ebert, der Präsident, steht dann da und sagt, wir wollen den Geist von Weimar beschwören, der soll jetzt dieses neue Land sozusagen gründen, also sprich, man wollte auf diese Kulturnation hinaus. Das Gleiche gilt auch für Künstler und für Avantgardisten, also man hat zum Beispiel das Bauhaus und die Idee, dass Deutschland, das neue Deutschland auch ein neues Wohnen, eine neue Kultur braucht und eine neue Zivilisation quasi dort aufgebaut werden soll, also sehr, sehr ambitioniert. Das Bauhaus gründet sich also auch in Weimar und dann gleichzeitig hat man aber auch so Leute wie Hindenburg zum Beispiel und dann auch später Hitler, die sich völlig auf Weimar versteifen als den Ort der Neugeburt des neuen nationalen Deutschlands. Die Vorfahrt mit dem Mercedes vom Hotel Elefant, wo genau. er abgestiegen ist. Der erste Parteitag zum Beispiel von der NSDAP, nachdem Hitler aus dem Gefängnis kommt, findet auch in Weimar statt. Also die haben sich das dann auch ausgesucht, speziell als Ort, aus dem heraus dann auch neben Bayreuth und neben München, aber das war Weimar auch so ein Hort sozusagen, aus dem heraus dann die neue Bewegung entstehen sollte. Und Thüringen hat sich ja selber auch schon seit dem 19. Jahrhundert als das grüne Herz Deutschlands sozusagen stilisiert und Weimar dann nochmal sozusagen als das Herz des Ganzen zu sehen, weil es natürlich auch des Geistes und auch der Emotionalität der Seele, wenn man so will, des neuen Deutschlands. Für mich ist es interessant und weil ja dort das ganze Experiment der Weimarer Republik auch irgendwo als erstes fällt. Also man hat die erste Nazi-Regierung auch dort, quasi 1930 schon vorher, bevor sozusagen Berlin fällt, wenn man so will. Also da ist die Frage, warum, wenn die ganzen Ambitionen, die viele Menschen von links nach rechts auf Weimar projiziert haben, warum fällt das dann dort auch sozusagen als erstes, das neue Deutschland, was besser und kultivierter und zivilisierter sein sollte als vorher. Also deshalb finde ich es interessant, auf Weimar zu schauen und zu sehen. Also das erste große Konzentrationslager, also da kulminiert vieles um Weimar herum. Ja, auch Nietzsches Schwester, die beschließt, dort sozusagen das Nietzsche-Archiv aufzubauen und den Geist von Nietzsche sozusagen von dort aus nach Deutschland strömen zu lassen. Also sie ist eine sehr, sehr interessante Figur, die da eine Rolle spielt. Also da läuft vieles zusammen in Weimar. Das heißt, wer jetzt in Weimar ab und an zum Zwiebelmarkt oder zu einer anderen Veranstaltung geht, wird sie öfters dort sehen? Im Moment hänge ich ziemlich viel in Weimar herum, ja. Vor allem im Stadtarchiv, was wirklich eine absolute Fundgrube von historischen Schätzen ist. Also das ist wirklich spannend, was man da auch an Tagebüchern und persönlichen Dokumenten und auch Zeitungen natürlich und so weiter hat. Also das habe ich etwas unterschätzt, wie viel da an Material auch da ist. Weil ich auch ja Menschen, also mir geht es eigentlich darum, auch diese Brüche so ein Stück weit an Menschen wieder aufzuzeigen. Also die Idee, dass wir 1933 immer so als das Ende der kurzen Demokratie und den Anfang des Nationalsozialismus sehen, ist natürlich ein riesenpolitischer Bruch, aber Menschen leben ja über diesen Bruch hinweg. Also wir vergessen dann immer, dass Menschen, die Zäsur läuft durch den Menschen durch. Genau, dass Menschen, die im Nationalsozialismus irgendwas machen, natürlich auch in der Weimarer Republik schon Dinge getan haben und ihr Leben gelebt haben und andersrum
dass die Menschen, die dort in der Weimarer Republik sozusagen ihre Leben gelebt haben, dann nicht auf einmal verschwinden, weil die Nazizeit anfängt. Und deshalb ist das sehr spannend. Was macht man denn zum Beispiel, wenn man vorher Lehrer war oder ein Hotel hatte oder ein Arzt war und jetzt soll man auf einmal die Ideologie der Nazis sozusagen in sein eigenes Leben hineinholen? Wehrt man sich? Macht man da mit? Ist man begeistert? Ist man weniger begeistert und lässt sich irgendwie mitzerren? Also das will ich so ein bisschen erforschen und das ist halt gerade, glaube ich, für die heutigen Zeiten wieder relevant, weil eben die Vergleiche sehr, sehr oft gezogen werden. Man redet ja wieder von Weimarer Verhältnissen oder man guckt die schwierigen politischen Verhältnisse und auf die Zersplitterung des politischen Spektrums und sagt, oh, das hatten wir schon mal alles und wir dürfen das nicht nochmal machen, was wir damals gemacht haben. Und diese Vergleiche sind schon interessant, weil natürlich viele ähnliche Faktoren existieren, aber vieles eben auch wirklich völlig anders ist. Und deshalb ist das eigentlich ein spannender Zeitraum, gerade jetzt, da nochmal in die Zwischenkriegszeit zu gucken.